Dankeschön. Zuerst einmal grüß Gott und einen schönen Abend. Vielen Dank, liebe Frau Gysi. Danke an die Handwerker, die das ermöglichen, dass wir hier zusammenkommen. Dankeschön an das ganze KenFM-Team, unsere tollen Medienpartner und vor allem Dankeschön an Sie, die Sie hier sitzen, sich die Zeit nehmen und zum Teil von weit herkommen. Einfach um den Weg mit den Bäumen anzuschauen. Und ich fange einfach gleich an. Nein, ich darf mich heute üben, schön Hochdeutsch zu sprechen. Sie winken in der ersten Reihe, wenn ich zu undeutlich werde. Da wurde mir jetzt so ein schöner Holzstamm hergerichtet auf der Bühne zum Draufsitzen. Und das ist unglaublich schwer. Also das könnte ich allein so richtig schwer heben. Und diese Materie, diese Masse, was nur in so einem kurzen Stück drinnen ist, die Masse in den Wäldern, die ist ja unendlich. Das ist ja unvorstellbar viel. Wo kommt die her? Was ist das Holz? Wie entsteht das überhaupt? Also ich sage es gleich, aus dem Boden kommt am allerwenigsten. Ungefähr 0,5% an Materie von diesem schweren Material ist aus dem Boden. Das ist gar nichts. 0,5%. Das ist zwar entscheidend, diese Spurenelemente, die aus dem Boden kommen, das hören wir dann noch, aber der Löwenanteil, mehr als 99% des Holzes, ist Luft, die zur Materie umgewandelt wird, und Wasser, Wasserstoff aus dem Wasser. Da kommen wir gleich schon zu diesem ersten unglaublichen Wunder, die Bäume vor unseren Augen vollführen. Die wachsen aus dem Erdboden und schaffen es, dass sie sich aus der Luft ernähren. Die Luft ist ihre Nahrung. Und diese ganze unglaubliche, unvorstellbare Formenvielfalt des Waldes bilden. Das ist ja wie bei uns Menschen. Es gibt keinen Baum, der dem anderen gleicht. Und wie machen sie das? Die haben gemeinsam mit allen grünen Pflanzen, nutzen sie die wohl wichtigste und bedeutsamste Erfindung, die je auf Erden gemacht wurde und die erst alles organische Leben hervorgebracht hat. Und diese Erfindung ist die Zusammensetzung eines chemischen Moleküls, das als Lichtfilter wirkt und das in der Lage ist, aus dem Sonnenlicht genau dieses Spektrum herauszufiltern, genau den Strahlenmix, der das Gas CO2, was in der Luft ist, aufspaltet in Kohlenstoff und Sauerstoff. Und dieser Wunderstoff, das ist das Chlorophyll, deshalb sind die Bäume grün. Die grüne Farbe, die ist es, dass die Bäume mehr oder weniger ohne Kraftaufwand, nur mit der Sonnenenergie, das CO2 aus der Luft nehmen, den Kohlenstoff aus diesem Gas herauslösen können und dann mit den Kohlenstoffatomen C an C an C und mit dem Wasser machen sie es gleich, H2O, dann nehmen sie den Wasserstoff, C und H und C, C, C. Das ist die Kohlenwasserstoffchemie. Daraus baut der Baum seine Substanz. Das ist schon mal bemerkenswert, wenn man sich vorstellt, immerhin bewegen die Wälder der Erde mehr Masse wie der Wirtschaftszweig der Menschheit, mit dem die Menschen am meisten bewegen, die Bauwirtschaft. Also es gibt keinen Wirtschaftszweig auf Erde, der mehr Material herumschaufelt, bewegt, aufbaut, rückbaut, hin und her fährt wie die Bauwirtschaft. Und die Wälder, die bilden noch mehr Masse und führen es wieder zurück. Und da kommen wir schon, da machen wir schon das erste Fenster auf in die Wichtigkeit, warum diese Bäume für uns so wichtige Lebensbegleiter sind. Weil da gibt es einen großen Unterschied. Beide, der Mensch wie die Bäume, bewegen sehr viel auf der Welt. Aber die Bauwirtschaft ist der Wirtschaftszweig der Menschheit, der am allermeisten Energie verbraucht von allem, was wir auf der Welt treiben. In Deutschland verbraucht die Herstellung der Baustoffe, das Verarbeiten, das Bauen der Häuser und das Erhalten und Betreiben mehr als die Hälfte des gesamten Energieverbrauchs
dieses Landes und das ist in allen Industrienationen so. Und dieselbe Bauwirtschaft verursacht weltweit in den Untersuchungen zum Weltmüllaufkommen der Menschheit mehr als die Hälfte des gesamten Abfalls auf Erden. Der Wald, der noch mehr Material bewegt, verbraucht gar keine Energie, der nutzt nur das erneuerbare bisschen, was die Sonne auf jeden Baum scheint und kennt das Wort Abfall nicht. Der hat Kreislaufwirtschaft, der hat ein geschlossenes System. Da sehen wir schon, dass das schon spannend ist, solche Systemvergleiche. Das ist schon spannend, was die Bäume da draußen treiben. Auch wenn man, wie es die Frau Gysi so schön gesagt hat, auch und gerade, wenn man zwischen Steinen der Stadt verwurzelt ist, ist es unglaublich bedeutungsvoll, dass die da mit der einfachsten Methode Luft zur Materie gestalten. Und wenn wir diese Struktur des Holzes anschauen, wenn wir mit dem großen Elektronenmikroskop da reinschauen, dann sehen wir, dass eben Kohlenstoff und Wasserstoff mit Abstand die Hauptbestandteile sind, aber dass die Spurenelemente aus der Erde, die sind sowas wie Wegweiser in einem Wegenetz. Die sind nur die Spurenelemente, machen es aus, ob aus einem Kohlenwasserstoffstruktur so ein Stück Rinde wird oder Holz wird oder eine Nadel wird oder ein Blatt wird. Das heißt, die Formgebung, die kommt aus der Erde. Das kommt aus der Erde raus. Und das ist auch spannend, wenn wir schon dabei sind, da hineinzuschauen. Diese Bausteine, die das Holz machen, egal ob das der Stamm ist oder da die Ausschnitte aus einer Holzwand, die Bausteine, die der Wald benutzt, das sind dieselben Bausteine wie die unseren Körper bilden. Genau das Gleiche. In meinem Schädel da ist nichts anderes drinnen wie Kohlenstoff, Wasserstoff und Spurenelemente. Der einzige Unterschied zwischen mir und dem da ist, dass es anders zusammengesetzt ist. Ein bisschen anders zusammenbaut. Also wenn zu mir jemand sagt, ich bin ein Holzkopf, ist das bei Gott keine Beleidigung. Wir kommen da aus derselben Quelle sozusagen. Es ist nur anders zusammenbaut. Es ist tatsächlich so. Nur eine kleine Änderung in der Struktur und schon hast du ein ganz anderes Ergebnis. Diese Verbundenheit zwischen unserer eigenen Quelle und zwischen unserem eigenen Dasein, mit den großen Pflanzen da draußen im Wald, mit dem Baum am Straßenrand, die ist, wenn man genau hinschaut, die ist schon nahezu unheimlich. Ich möchte es Ihnen an einem Beispiel zeigen. Ich habe gesagt, das Chlorophyll, die grüne Farbe, war die größte Erfindung, die auf Erden stattgefunden hat, weil wie Chlorophyll von einer Pflanze in diesem milliardenfachen Versuchen und Irrtum und Scheitern, wie das gelungen ist, da hat sie auf einer Erde, die vorher Milliarden Jahre vollkommen lebensfeindlich war, ein grauer Steinhaufen war, ohne Leben, mit ein paar ganz kleine Bakterien oder Virenkolonien in irgendeiner Wasserpfütze, aber sonst nichts. Und da hat es so ausgeschaut, wie wenn sich gar nichts verändern kann, wie wenn es immer so bleibt, weil was schon hunderte Millionen oder Milliarden Jahre gleich war, dann glaubt niemand mehr dran, dass es anders wird. Und dann kam diese Erfindung Chlorophyll und in einem erdgeschichtlichen Augenblick war die ganze Welt grün. Und dann haben die Bäume in diesen Versuchen gelernt, mit der Kohlenwasserstoffchemie und mit dem Experimentieren, wo man Spurenelemente verschieden positionieren könnte, haben sie gelernt, Zellulose, Hemicellulose, die frostbeständigen organischen Bauteile zu bauen, den Winter zu überwintern. Und am Anfang war es auf der Welt ja noch so wild, wie die begonnen haben. Bäume gibt es ja 100-mal länger wie uns Menschen, die sind ungefähr 400-500 Millionen Jahren, sagt man, gibt es Bäume auf der Erde. Wie die begonnen haben, ihr Wachstum, da haben wir fast doppelt so viel CO2 in der Luft gehabt wie heute. Damals, wenn der Wind gegangen ist, hat es einmal 200-300 km/h gehabt und wenn der Sturm gegangen ist, 500 km/h. Und wenn die Temperatur sich geändert hat, ist das 50-100 Grad auf und nieder gefahren. Vollkommen lebensfeindlich. Aber dadurch, dass diese Bäume, die am Anfang ganz klein in Nischen geduckt ihr Leben begonnen haben, haben die begonnen, das CO2 aus der Atmosphäre rauszujausen und rauszufressen und einzulagern.
Und die sind zwar im Kreislauf, wenn ein Baum verfault, geht das wieder alles zurück. Das ist ja alles ein rückstandsfreies System. Aber die sind nicht alle nur humusiert. Da hat es dann welche gegeben, die überflutet waren. Und wo Meere über ganze Wälder drüber sind. Und dann hat sich nach und nach in Jahrmillionen organische Substanz in die Erde eingelagert. Und das ist das, was wir heute als Erdöl, als Gas, als Kohle entnehmen können, die fossilen Brennstoffe. Und in dem Maße, wo CO2 aus der Luft gekommen ist, hat sich das Klima verändert und die Bäume konnten größer werden und mächtiger und noch mehr rausnehmen und haben alles vorbereitet, dass die ersten Tiere, dann die Säugetiere und schlussendlich der Mensch auf die Erde gekommen ist. Die haben uns sozusagen den Weg bereitet. Und die haben das Klima beruhigt und alles für uns vorbereitet. Die haben uns Schutz gegeben, Nahrung vom Anbeginn. Seit wir Menschen auf der Welt sind, haben wir tief in unserem Unterbewusstsein verankert, der Baum ist das, was wir brauchen. Wir sind ja in unseren Emotionen immer noch Jäger und Sammler. Der Rest der technischen Entwicklung ist ja viel schnell gegangen, als dass unser Hirn da mit hätte können und unser Unterbewusstsein. Und wir wissen heute noch ganz tief drinnen, wenn Gefahr droht, wenn der Säbelzahntiger um die Ecken birgt und wir sind beim Bärenbrocken, dann hast du Glück, wenn du auf den nächsten Baum klettern kannst, dann bist du gerettet. Also ein Baum ist ja für jeden Menschen was durch und durch Positives. Das ist ganz, ganz, ganz tief drinnen. Und jetzt möchte ich aber zu dieser Verbundenheit zurückkehren. Der Wunderstoff, der die ganze Entwicklung ermöglicht hat, das Chlorophyll, wenn Sie sich das unter dem Elektronenmikroskop anschauen, die molekulare Struktur, dann sehen Sie sowas, was können Sie sich vorstellen, wie ein Schneekristall, eine geometrische Struktur mit vielen, vielen Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen, die so geometrisch schön angeordnet sind. Manche Chlorophyllarten haben dann noch so einen Schwanz wie Kometweg. Also so schöne Strukturen sind das. Und ganz im Zentrum gibt es dann ein paar Punkte Stickstoff, so ein Stickstoffring. Und in der Mitte drinnen ein Pünktchen, ein einziges Atom Magnesium aus dem Boden. Das Magnesiumkernel da drinnen ist so wenig, wie wenn ich hier ein Brösel nehme und das Brösel da auf den Stamm lege. Das ist im Verhältnis zur Masse nicht relevant in der ganzen Struktur. Und das ist Chlorophyll, das ist der grüne Zauberstoff des Waldes. Wenn ich jetzt hergehe und alles so lasse, wie es ist, nur das Magnesium rauspicke und durch ein Eisenatom ersetze, dann habe ich an der Massenrelevanz der Zusammenstellung nichts geändert. Und trotzdem, sobald ich das Eisen statt Magnesium rein tue, wird die ganze Struktur rot. Und Sie haben Hämoglobin, den Stoff unseres Blutes. Der Stoff, der für uns vollkommen lebenswichtig ist, ohne Blut, sozusagen ein Zentrum unseres Lebens. Das ist der gleiche Stoff wie das, was im Baum ist. Muss nur ein Atom verändern. Also, ich könnte Ihnen jetzt viele, viele solche Beispiele erzählen. Das Leben hat dieselbe Quelle. Und wenn wir heute, und das ist für mich etwas vom Dramatischsten, das ist für mich einer der folgenschwersten Irrtümer unserer Zeit, dass wir Menschen durch unsere technische Entwicklung und durch die Entwicklung von diesem Hirnklumpen da im Schädel, dass wir eine Arroganz bekommen haben und irgendwann zu glauben begonnen haben, wir sind die, die hier das Geschehen lenken. Und deshalb reden wir auch dieser Einstellung folgend von einer Umwelt. Das heißt, wir empfinden uns so, wir stehen da und da draußen ist die Umwelt, die geht mir nichts an. Ich bin ich, das andere ist das andere. Da sehen wir eine Trennung. Das ist ein fataler Irrtum. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind Teil einer Mitwelt. Wir sind Teil von einem ganzen wunderbaren System, das uns in einem Maße beeinflusst, das größer ist, als wir uns jemals im Alltag vorstellen können und das auch wir beeinflussen und wo wir sehr viel Verantwortung haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich diese Vorgänge der Lebensentstehung und der Organisation des Lebens genau anschaut. Und das möchte ich jetzt nur ein paar Minuten mit Ihnen machen. Weil der Wald ist für mich
nicht nur ein Ort, an dem man so wunderbar Energie schöpfen kann und Kraft und einen Ausgleich findet zu unserer hektischen Zeit. Der Wald ist für mich wirklich so der radikalste Gegenentwurf zur Fehlentwicklung in unserer Zeit, den ich kenne. Der Wald ist eigentlich, der ist für mich so das politisch Radikalste, was ich kenne. Wirklich. Im Wald beginnt ein Baum zu wachsen. Da geht schon mal los. Ich komme aus der Bauwirtschaft. Ich bin Unternehmer. Ich habe ein Forschungszentrum gegründet. Ich bin umgeben jeden Tag von lauter Technikern, Bautechniker. Das heißt, in meinem Berufsalltag gibt es das technische Denken. Ich habe in den letzten 10 Jahren haben wir mit unseren Partnern in ca. 30 Ländern weit über 1000 Bauten errichtet. Vom Tiny House bis zum 11-geschossigen Rathaus der Stadt Venlo und Universitätscampus in Moskau und in Japan haben wir gebaut, fast weltweit. Also das ist meine Welt, in der ich so daheim bin, technisch und wissenschaftlich. Aber trotzdem, wenn ich in den Wald schaue, wie da ein Samenkorn auf den Boden fällt und dann ein 40, 50, 60 Meter hoher Baum draus wächst, das ist eine statische Leistung, die kann kein Techniker dieser Welt vollbringen. Ist nicht möglich. Wenn ich zu meinen Statikern sage, da habt ihr einen Baum, den fotografiere ich ab, da hast genau man kann die Oberfläche der Krone genau ausmessen und dann simulieren wir einen Sturm mit 80 Stundenkilometer, dann kannst du ganz genau ausrechnen, welchen Winddruck habe ich und welcher Drehmoment habe ich da unten am Wurzelanlauf. Da bist du bald bei 10, 15, 20 Tonnen. Und wenn ich dann zu einem Statiker sage, jetzt hast du einen weichen, humushältigen, tiefgründigen Waldboden, verankere mich hier bitte 20 Tonnen Drehmoment. Da kriege ich statt einen Wurzelteller ein Betonfundament, das ist 5-mal so groß, als wir das, was der Baum braucht. Wir Menschen sind nicht in der Lage, so genial an die Grenze hin zu optimieren. Das kennen wir nicht. Wir sind nicht in der Lage, Dinge, die nötig sind, so einfach zu lösen, wie es die Natur macht, mit dem geringstmöglichen Aufwand, mit so einer Effizienz. Und wir sind nicht in der Lage, weil wir einfach auch noch nicht 500 Millionen Jahre da sind, etwas so zu lösen, dass in jeder Lösung der Gedanke innewohnt, das, was dem Leben dient, bleibt übrig und der Rest verschwindet wieder. So, wenn jetzt der kleine Baum und der Samenkorn mit der totalen Information, mit allem, was da schon angelegt ist, da auf die Erde fällt und der Baum zu wachsen beginnt, dann treibt er die Wurzel aus. Zunächst hat er nur ein bisschen ein Kraftpaket aus dem Samen mit, dass er sich das leisten kann. Und dann muss er sofort selber produzieren, Zellen produzieren. Dann braucht er ja aus der Luft CO2, das ist keine Kunst. Atmen ist keine Kunst, da ist ja genug da. Wasser kriegst du im Wald normalerweise, wenn wir nicht so einen Sommer haben wie heuer, auch jederzeit. Der Waldboden ist immer feucht. Aber Spurenelemente braucht er. Die wenigen. Wie kriegt er die? Eine Wurzel ist kein Bergarbeiter. Die Wurzel kann dem Boden gar nichts entnehmen. Nichts, gar nichts. Die Wurzel braucht jemand, der in den Humus raufkrabbelt und genau weiß, was der Baum braucht. Wenn der Chlorophyll produzieren will, dann muss jemand genau wissen, jetzt braucht er Magnesium für das Pünktchen in der Mitte, das muss ich ihm zu überbringen. Kein Eisen, kein Calcium, kein Kalium, nein, jetzt braucht er das Magnesium. Und dann gibt es jemand, der das ganz genau weiß, aus dem Humuskomplex herausbuttelt und zur Wurzel geht und das abgibt. Und das tut jemand ein Leben lang. Der arbeitet ein Leben lang für einen Baum. Jetzt sind wir uns einmal ehrlich. Würden Sie ein Leben lang für einen arbeiten? Nur so? Sicher nicht. Und diejenigen, die das tun, das sind die Mikroorganismen. Die Zahl der Mikroorganismen im Waldboden ist für uns Menschen unfassbar, unvorstellbar groß. Man sagt, in einem Teelöffelchen Waldboden leben rund 11 Millionen von diesen Kleinstlebewesen. Und die machen punktgenau, was der da oben braucht. Und die haben einen Deal mit dem Baum. Die sagen, du Baum, wir sind da unten gebunden, wir brauchen Futter
organische Nahrung. Jeden Herbst wirfst du die Blätter ab und die Nadel, davon können wir leben. Und das ist einmal der Grundlohn. Das ist der Grundlohn. Aber wenn einer nur einen Grundlohn kriegt, dann tut er nur das Nötigste. Die wollen auch eine Prämie. Ja, ich sag's euch, die sind besser organisiert wie so mancher, der draußen den Mitgliedsbeitrag bei der Gewerkschaft zahlt. Die sind organisiert, da staunst wirklich. Und die Prämie, die die kriegen, das ist das Gold des Waldes. Die Prämie, die kriegen vom Baum das Kostbarste, was es im Wald gibt. Es gibt eine Währung, mit der kannst du im Wald alles kaufen. Alles. Das ist wirklich so wie bei uns der Euro oder unser Geld. Das gibt es im Wald. Und diese Währung, mit der du alles kaufen kannst, die hat eine chemische Formel. Da sage ich Ihnen zuerst die chemische Formel, dann wissen Sie schon, wo es herkommt. C6H12O6, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff. Genau das, was der Baum aus seinen Zerlegungsprozessen hat. Und das ist Zucker. Sobald im Frühjahr die Säfte zum Fließen anfangen, die Sonne scheint und der mit der ganzen Chemie anfängt, produziert der auch Zucker. Nicht nur seine Zellen, weil mit dem Zucker kann er das kaufen, was er braucht. Der Zucker ist die Währung des Waldes. Und das funktioniert so, wir wissen ja, bei jedem Baum geht von unten nach oben Wasser, der Saftstrom, das wissen wir ja. Aber da dürfen Sie nicht glauben, dass da was so tropferlweise nach oben kommt. Also eine ausgewachsene, durchschnittliche Buche oder so ein durchschnittlicher Waldbaum, der pumpt jeden Tag 200 Liter Wasser von unten nach oben. Einer. Das sind Mengen. Und das geht durch Kapillarröhren, das geht durch Röhren, die sind viel dünner wie eine Stecknadel. Da bringt er das auf. Und der Strom nach oben ist genau zwischen Holz und Rinde. Da. Und es gibt Bäume, Birken zum Beispiel im Frühjahr, wo man so ein Hörrohr nimmt, wie es früher die Hebammen gehabt haben. Und du hältst das zu, wie du meinst, du stehst am Wildbach, so rauscht es da. Das ist auch ein Mikrokosmos innen drinnen, da drinnen. Da ist eine Welt, wenn du nur klein genug bist, dann erlebst du das Gleiche, wie wenn du da in Berlin in die Stadt rausgehst, durch die Gassen. Da gibt es alles, was es bei uns Menschen gibt. Da gibt es Logistikwege, da gibt es Lagerräume, Versammlungsorte, da gibt es alles. Für den jeweiligen Zweck. Das ist eine Mikrowelt. Aber eines garantiere ich Ihnen, das sage ich wieder als Baumensch über meine Zunft. Wenn da drinnen ein Raum benötigt wird, die sind besser unglücklich wie die von uns, die wir bauen als Ingenieure und Architekten. Wir können das nicht. Da ist jeder Raum geometrisch, statisch, sowas von optimiert und den Zweck angepasst, schaffen wir nicht. Unseres ist immer ein bisschen schlechter. Aber für uns Menschen genügt es was wir machen. Also man muss immer vor Augen haben, welche Schöpfungsweisheit, welche Evolutionsweisheit da drinnen steckt. Das ist gigantisch. Doch gehen wir zum Wasser zurück. Das Wasser fließt nach oben. Dann kommt das Wasser oben an und wird auf alle Blätter und Nadeln, je nachdem, verteilt. Dann passiert was Interessantes. Ein Viertel des Wassers verdunstet der Baum sofort. Weil die Verdunstung erzeugt einen Sog und das ist sozusagen die Pumpe, die von unten mit nach oben saugt. Wenn er nicht verdunstet, geht sich das nicht aus, dass das Wasser weiterrinnt. Das muss er einfach machen, um das in Bewegung zu halten. Einen zweiten Teil zerlegt er chemisch, den Verarbeiter, den braucht er zur Nahrung, weil er die Wasserstoffatome braucht für seinen Körperbau. Für den Körper, für die Rinde und für die ganzen Medikamente, die er braucht, Abwehrstoffe, alles, was er braucht. Den zerlegt er. Und einen dritten Teil reichert er mit Zucker an. Da macht er Zuckerwasser. Eine richtige Limonade rührt er. Und diese Limonade, die schickt er dann nach unten. Die geht nach unten. Wieder in den äußeren Schichten, also da gibt es dieses Wasserstrom ist im Splint, in den äußeren Holzschichten geht es auf und zwischen Rinde und Holz geht es runter. Das ist alles, spielt sich alles da außen ab. Und das rinnt dann nach unten die Limonade und die wird unten an der Wurzel verteilt. Und jedes winzigste Mikroorganismus, was da was abgibt, was der Baum braucht, wird mit einem Schluck Limonade belohnt. Das heißt, die Wurzelspitze ist ein Handelsplatz. Und dann gibt es noch einen Dealer, den Händler dazwischen. Das sind Pilze.
Das ist dieser sogenannte Mykorrhiza-Pilz. Ich will es nicht zu kompliziert machen. Aber wichtig ist eins: Das große Leben da draußen funktioniert nur dann, wenn eine Unzahl von Lebewesen perfekt zusammenarbeitet, kooperiert, gemeinsam ihr Ziel verfolgt. Sonst geht nichts. Und für mich ist das Beeindruckendste überhaupt, was es gibt, dieses Zusammenwirken. Ich komme aus dem Bau. Ich weiß, was es heißt, eine Baustelle, wo du da vorne einen Haufen 100 Arbeiter hast, was du da brauchst, dass die alle gemeinsam was tun, was dem Ziel, die Verwirklichung des Baus, was diese Koordination bedeutet. Was Bauleiter, Architekten, Ingenieure, was die da sich mühen, dass sie es mehr oder weniger gut zusammenbringen. Wisst ihr, was die Bäume machen? Wenn ich mit der Axt im Sommer in den Wald rausgehe und die wachsen alle um die Wette und ich schlage ein Loch in die Rinde, ich haue ihm da ein Loch rein, dann ist das für einen Baum genau das Gleiche wie beim Menschen eine schwere Verwundung. Der spürt das sofort, der registriert das sofort und weiß, da wo die schützende Rinde weg ist, da können jetzt holzzerstörende Pilze und Insekten, also Pilzsporen, Insekten und vor allem Bakterien und Viren angreifen, diese Kleinstorganismen. Und der Baum weiß, ich muss die Wunde heilen, sonst wird das lebensgefährlich, wenn ich das nicht heilen kann. Genau wie wir Menschen uns wehtun. Und das kann man heute biochemisch messen und nachweisen. In atemberaubend kurzen Zeiträumen von wenigen Minuten nach der Verwundung beginnt das gesamte Bodenleben, Milliarden von Kleinlebewesen, etwas völlig anderes zu tun. Die besorgen keine Wachstumsstoffe mehr, sondern Wundheilungsstoffe. Die wissen jeden Augenblick, was der Baum da oben treibt und braucht. Beeindruckend. Die machen genau, was der will. Wenn ein Baum in Not kommt, weil ihn die Borkenkäfer angreifen, zum Beispiel, wisst ihr, was da passiert? Wenn ein Baum angegriffen wird, machen wir es zuerst anders. Was dann wir Menschen, wo wir im Wettbewerb stehen, sagen wir, das ist ja ein schönes Beispiel, das musst du dir mal vorstellen. Das sind 4 Firmen, die gemeinsam im Wettbewerb stehen, machen gemeinsam so eine Veranstaltung. Also die haben schon was gelernt. Normalerweise, wenn 4 oder 40 oder 10 in der gleichen Branche sind und einem geht es schlecht von denen, dann geht der andere, dem es noch gut geht, zum Unternehmensberater. Der geht dann zu McKinsey und Price Waterhouse und KPMG, wie soll ich heißen, zum Unternehmensberater geht er. Und sagt, lieber Unternehmensberater, mein Mitbewerber geht schlecht, was soll ich machen? Wisst ihr, was der für einen Rat kriegt? Der sagt, das ist deine Chance. Weg mit ihm vom Markt, schau, dass du ihn ausradierst. Dann kannst du seine Marktanteile übernehmen. Das ist unsere Logik in der Wirtschaft. Ganz klar. Wenn bei den Bäumen es dem Nachbarn schlecht geht, dann beginnen alle Umliegenden sofort, hören sie mit dem Wachstum auf. Die stellen den Wettbewerb ein. Die sagen, wenn der untergeht, wenn der vom Käfer gefressen wird, dann kann sich der Käfer an seiner Leiche so anfressen, dass wir vielleicht die Nächsten sind. Die denken kollektiv wie ein Organismus. Wenn die Borkenkäfer einen Baum überfallen, dauert es wieder atemberaubend kurz und die anderen beginnen Borkenkäferabwehrstoffe zu produzieren, statt weiterzuwachsen. Da draußen herrscht eine Verbundenheit, meine Damen und Herren. Da knirst die nieder. Das ist unfassbar. Und diese Verbundenheit, die bewirkt eine Kraft zur Lösung der Lebensprobleme, die können wir uns Menschen nur wünschen. Diese Kraft. Und deswegen war der damals gesagt hat, Bruder Baum, das war kein Träumer, das war der größte Realist, das sage ich Ihnen. Das war der einzige Realist, der das erkannt hat. Und damit diese Verbundenheit funktioniert, machen die Bäume das Gleiche, was wir jetzt da tun, sie kommunizieren. Sie geben Information weiter. Wie ich Forstwirtschaft erlernt habe,
Da haben wir wirklich und unsere Professoren keine Ahnung gehabt davon. Also wenn ich zu einem Professor gesagt hätte, ich war jetzt im Wald und habe die Bäume gehört, wie sie sich untereinander unterhalten, der hätte vermutlich irgendeinen psychologischen Hilfsdienst angerufen. Das war unvorstellbar. Heute wissen wir, dass die alle relevanten organisatorischen Informationen austauschen. Kollektiv, so ein Waldhang, der weiß immer Bescheid, wie es mit dem Wasser zugeht. Der weiß, wenn es dem ausgeht und wenn es dem ausgeht. Sobald einem einzigen Baum in so einem Wald das Wasser ausgeht, beginnen die anderen stufenweise angepasst, die Spaltöffnungen zu schließen. Sobald der erste Baum sagt, ich bin in Not, heuer war so ein Sommer, wo die Wälder ja extrem gelitten haben, dann hören die auf zu wachsen. Wenn sie im Wald rausgehen, nach so einem Sommer, werden sie feststellen, da sieht man ja die Jahrestriebe. Jedes Jahr wachsen so ein Jahrestrieb, zumindest wenn sie so mittelalt sind. Da siehst du genau, heuer ist der Trieb halb so groß wie in einem normalen Jahr. Die hören auf zu wachsen, die wachsen nicht weiter, auch wenn sie in der Pfütze stehen, weil sie aufeinander Rücksicht nehmen und sagen, jetzt sparen wir gemeinsam. Und dann gibt es ein Monitoring ständig. Und erst, wenn alle sagen, bei mir sind die Tanks wieder gefüllt, dann sagen sie, Burschen, jetzt haben wir genug, jetzt machen wir wieder den sportlichen Wettkampf weiter, auf die Plätze, fertig, los und dann laufen sie wieder weg. Unfassbar. Und wie gesagt, sie kommunizieren und diese Kommunikation, diese Nachrichtenübermittlung, das wissen wir heute, die haben mehrere Sprachen, die sie benutzen. Die verlassen sich nicht auf eine einzige Sprache. Ein wichtiger Kommunikationsweg sind Duftmoleküle. Das ist überhaupt im Leben. Der Geruchssinn ist was ganz Wichtiges, auch bei uns Menschen. Und sobald irgendwas passiert, schicken die per Duftmolekül Informationsflaschenpost durch den Wald. So klein, dass wir das natürlich nicht sehen, nicht riechen, keine Ahnung haben. Also wenn der ein Käfer glaubt, er kann in einen Baum reinbohren und den gefährden, na, was glaubst du, was da für eine Nachrichtenwolke aufgeht an alle Vögel, die den gern fressen wollen? Sofort. Und nachdem ein Käfer allein das sowieso nicht macht, wandern sind es viele, da kriegt ein ganzer Vogelschwarm die Information, kommt her, da braucht ihr euch nicht bemühen, bei mir könnt ihr euch den Bauch voll fressen. Das ist unglaublich vernetzt. Und diese Vernetzung, ich muss mich ja zurückhalten, es ist damals die ganze Nacht über solche Sachen reden, das geht ja nicht. Ich kann nur an einigen Beispielen dieses Prinzip zeigen. Diese Vernetzung, die ist einfach alles Leben einschließend. Da ist nichts ausgeschlossen davon. Die gemeinsame Verbundenheit des Waldes. Und die Duftmoleküle in der Sprachübermittlung, die haben nur einen Nachteil. Einen einzigen wesentlichen Nachteil haben schon, das funktioniert bestens, aber was tust du, wenn der Wind 14 Tage nur in eine Richtung geht? Dann geht die Nachricht aber nur zu denen, die da drüben sind und die anderen wissen es nicht. Und deshalb haben die Bäume natürlich auch Möglichkeiten, in alle Richtungen zu kommunizieren. Was ist da das Naheliegendste? Klar, das ist das Internet. Das Internet ist eine Erfindung des Waldes, darum heißt es www, Wood Wide Web. Und ja, da gibt's, das ist ja, ich kann aber nur lachen, da gibt es Leute, die sagen, das Internet hat das Militär erfunden. Also bitte, Garsche, so gut sind sie auch wieder nicht. So gut sind die auch wieder nicht. Es hat der Wald erfunden. Und das Internet des Waldes ist selbstoptimierend in einer wieder atemberaubender Genialität aufgebaut. Forscher sagen heute, Pilzforscher sagen heute, zu jedem durchschnittlich ausgewachsenen Waldbaum gehören ungefähr 30 bis 50 Kilometer Pilzmyzel im Boden. Das heißt, zwei Dinge im Waldboden sind für uns Menschen unfassbar. Das eine sind die Mikroorganismen und das zweite ist das Pilzsystem, das Pilzmyzel-Fadensystem. Der Waldboden ist durchzogen von Leitungen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und diese Pilzmyzelfäden sind der ideale Informationskanal. Die machen genau das Gleiche wie unsere Nervenbahnen. Genau dasselbe. Nur unsere Nervenbahnen arbeiten mit elektrischen Impulsen, die sind blitzschnell, so fast Lichtgeschwindigkeit, geht das hin und her. Wenn ich jetzt jemand bitten würde, was ich nicht mache, und sagt, kommen Sie auf die Bühne oder zum Kameramann, sag und leg deinen Finger da her und ich hau ihm auf den Finger drauf,
dann passiert sofort, dass der über die Nervenbahn die Meldung kriegt, Schmerz, ein Wahnsinniger haut auf den Finger, Hirn, was soll man tun? Das Hirn sagt, dem ist nicht zu trauen, zuerst raus aus der Gefahrenzone, sonst haut er nochmal zu und der kann machen, was er will und mit dem Reflex zieht er zurück. Das ist aber blitzschnell. So geht es in unserem Körper, die Nachricht. Und die Bäume machen es nicht elektrisch, die machen das biochemisch. Das heißt, die geben einen biochemischen Stoff auf die Pilzanschlussstelle und das dauert ein bisschen länger, nach 10 Minuten hat der Nachbar die Nachricht. Und nach 20 Minuten der Übernächste und so weiter. Die Bäume können es sich leisten, dass sie langsamer sind. Sie leben ja auch 1000 Jahre und noch mehr. Und wenn man so lange lebt, muss man sich nicht so beeilen. Aber die übermitteln alle Nachrichten, die sie brauchen. Und glauben Sie mir's, dieses nicht eilen müssen ist schon ein Segen. Weil Bäume haben keine Mühe, die reisen um die Welt, wenn sie wollen, nur in einem anderen Zeitraum. Die kommen nicht auf die Idee, dass sie in einem Flieger sitzen, das brauchen die nicht. Aber wenn ein Baum eine Weltreise machen will, macht er sie. Brauchen Sie nur die Eiszeiten anschauen, wie der Wald mit der Eiszeit immer mitgewandert. Der ist den ganzen Kontinent aufgewandert und dann wieder den ganzen Kontinent runter und hin und her. Die wandern um die ganze Welt. Und wenn er mal wirklich ein Eiltaxi braucht, weil er es ganz eilig hat, dann konstruiert er aus seinen einfachsten Mitteln, aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Spurenelementen, eine leckere, süße Frucht. Steckt seinen Kern ein, wirft es runter, wartet, bis das Wildschwein das frisst und schon geht es mit dem Wildschweintaxi quer durch den Wald. Sorgt dafür, dass das möglichst lang da drinnen bleibt im Wildschwein und irgendwann fällt es raus und der ist schon wieder 30 Kilometer weitergekommen. Und der wächst dann aus demselben Samen der nächste und der wieder 30 Kilometer weiter macht das wieder so. Also, es ist immer nur eine Frage der Perspektive. Dieses Bild, der Baum ist verwurzelt, der Baum ist blöd, weil er kein Hirn hat und der Baum ist sowieso ein viel niedrigeres Lebewesen wie ich, das müssen Sie über Bord werfen. Weil mit dem Bild können Sie dem Leben nicht dienen. Ich habe 2 lustige Dinge machen dürfen, durch Zufall. Mein Traumberuf, der war ja Förster zu werden. Ich bin so in den Alpen aufgewachsen und das ist bei uns in der Familie gelegen. Meine Familie, das waren lauter Handwerker und Bergsteiger, Bergführer. Und irgendwie folgt man ja dem doch und dann bin ich halt auch Bergsteigen gewesen und dann wollte ich Förster werden und dann bin ich Förster geworden. Und später, das komme ich vielleicht nochmal drauf zurück, später dann, wie ich schon mein Unternehmen gegründet gehabt habe und da hat mich das aber geärgert, dass ich keine Bilanz lesen kann, dann habe ich gemeinsam mit meiner Tochter berufsbegleitend begonnen, Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaft zu studieren. Und ich meine, das ist interessant, da begreife ich einmal dieses Zahlenwerk. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das begonnen habe ich mir aber gedacht, was an Universitäten passiert, das ist abgesichert, das ist anerkannt, das wird auf dem Prüfstand der Logik und der wiederholbaren Experimente gemacht, so wie man das vorgestellt. Und natürlich ist die Forstwirtschaft eine anerkannte Wissenschaft und die Wirtschaftswissenschaft auch. Aber plötzlich habe ich mich in einer Rolle gesehen, dass du in der Wirtschaft genau das Gegenteil lernst von dem, was du im Wald lernst. Das Gegenteil. Im Wald war mir völlig klar, dass Wachstum immer begrenzt ist. Es gibt keinen Baum, der in den Himmel wächst. Die wachsen mit dem Ziel, dass sie die Sonnenenergie bekommen. Und wenn der seine Krone da oben ausbreitet und am Licht ist, hört er auf. Der hört auf. Und in dem Augenblick, wo er das erreicht hat, in dem Augenblick, wo der Baum seine Existenz abgesichert hat, verwendet der nicht das geringste Quäntchen Energie, um seinen Nachbarn zu bekämpfen. Da sagen die, Sportbewerb vorbei, jetzt kommt das richtige Leben. Und dann begreifen die förmlich, diese Pflanzen haben das verinnerlicht. Wenn dieses richtige Leben des großen Waldes beginnt, da wissen die ganz genau, wir haben nur eine Chance, wenn wir brüderlich zusammenarbeiten. Es gibt nichts Brüderlicheres wie den Wald. Und das geht so weit, wieder die Biochemie, diese biologische Forschung, das geht so weit,
dass ein Baum, wenn er da wächst und seine Samen auf die Erden fallen, und wenn der sieht, dass seine Sämlinge aufgehen, seine eigenen, die vom Nachbarn sind, aber seine eigenen, dann beginnt der Baum seine eigene Nahrungsaufnahme aus dem Boden drastisch zu reduzieren, damit für die Kinder der Tisch gedeckt bleibt. Das wird noch einer sagen, depperte Pflanzen oder intelligenzlos. Also es ist heute nachgewiesen, dass Pflanzen ganz gezielt strategisch, sozial, fürsorglich handeln. Stellen Sie sich das vor. Und wir Menschen sagen, wenn wir in den Wachstumsprozess gehen und wenn es uns gelingt, unsere ersten Existenzkrisen durchzustehen, dann geht es erst so richtig los. Wachstum, never ending. Wir lernen, jeder, der in der Finanzwirtschaft, der draußen ist, der an der Wirtschaftsuni ist, lernt, Wachstum ist dann gut, wenn es exponentiell niemals endend ist. Ich brauche nur die ARD, die Wirtschaftsnachrichten aufschalten oder irgendwelche Medien, dann erklären mir die, der Gesellschaft geht es nur dann gut, wenn wir exponentiell wachsen. Darf ich nur sagen, was exponentielles Wachstum in der Biologie bedeutet? Ich kenne einen einzigen Fall, wo es das in der Natur gibt. Das sind Krebszellen. Die haben ihr Programm vergessen und die beginnen exponentiell zu agieren und das limitiert sich immer ganz einfach, indem das Trägersystem kaputt wird. Das ist exponentielles Wachstum. Spannend, gell? Dieser Systemvergleich. Also Sie sehen schon, in den Wald gehen bringt natürlich was Romantisches. Ich will gar nicht sagen, dass was Romantisches schlecht ist, aber das ist noch viel, viel mehr wie Romantik. Weil im Wald haben wir irgendwie unverstellt den Blick auf das Leben und den Blick auf unseren Ursprung. Und das ist sowas Kostbares. Das ist sowas Wertvolles, meine Damen und Herren. Und ich möchte an dieser Stelle eine Behauptung aufstellen. Nichts ist so wichtig, als dass wir erkennen, wie verbunden wir mit der Natur sind. Und nichts ist so wichtig, als dass wir den Mut fassen, uns auf eine Freundschaft, auf eine wirkliche Partnerschaft, auf ein Leben mit dieser Verbundenheit einzulassen. Und ich garantiere es Ihnen, wer das tut, der kennt nach 5 Jahren sein eigenes Leben nicht mehr wieder. Weil plötzlich gelingt es dir, dass du so wesentlich wirst und dass tatsächlich die Dinge verfolgst, die wichtig sind. Und dass du nicht in irgendein Klimbim, in irgendein Kasperltheater, das der Fernsehapparat jeden Tag ins Haus liefert, dass du da verlierst. Der Schulterschluss mit der Natur, der macht nicht nur unser Bewusstsein anders. Der wird ganz konkret. Und jeder kann es tun. Jeder. Die Pflanze, die zwischen Steinen verwurzelt ist, das ist ja so ein schönes Bild. Genauso wird der Bergbauer in der wildesten Natur draußen. Der Mensch im Betonhochhaus, genauso wie der irgendwo im Vorort lebt. Das kann jeder machen. Jeder Mensch kann heute seinen Schlafplatz radikal ändern und sich jeden Tag 1 Stunde Herzarbeit sparen, dass es der einfachste Hausarzt mit dem EKG messen kann, dass alles anders ist im Körper. Wenn du die nur mit Holz umgibst, statt mit Synthetik und Beton. Da kommen wir auf den Geruchssinn zurück. Das weiß man eben. Es ist ja für uns Menschen so was Wichtiges, die Nase. Unser Körper ist das feinste Messinstrument, das wir geschenkt bekommen haben. Unser Körper. Und der Körper, der checkt ständig, wie Radar, der checkt ständig, nimmt er die ganze Umwelt wahr. Ständig. Und alles, was da reinkommt an Information, ob es ein Lärm ist, dass da hinten jetzt ein Auto daher brummt und ich muss auf die Seiten hupfen, alles. Oder eben, dass ich was rieche, wird im Bewusstsein und im Unterbewusstsein verarbeitet. Und dieses Unterbewusstsein verarbeitet noch viel, viel mehr. Weil wenn wir alle Reize bewusst verarbeiten müssten, würden wir ja wahnsinnig.
Und wenn irgendwas in der Luft liegt, was der Körper nicht kennt, das muss noch gar nicht giftig sein. Es genügt, wenn er es nicht kennt. Dann schlägt das Unterbewusstsein Alarm. Das Unterbewusstsein, das ist wie ein ganz misstrauischer Wächter. Und wenn der Alarm schlägt, weil ich heute in einem Hotel schlafe, wo irgendeiner ohne nachzudenken am Plastikboden reingelegt hat und aus dem Plastik kommen so Duftmoleküle raus, die es in der Evolution nicht gegeben hat. Dann schnuppert das mein Unterbewusstsein während dem Schlafen und dann sagt dieser Wächter, es liegt was in der Luft. Immunsystem, die halbe Mannschaft geht heute nicht schlafen. So wie wenn die Feuerwehr sagt, heute ist Silvester noch, heute schießen sie alle mit den Raketen wie die Bläden herum, da kann was brennen anfangen, heute darf man nicht schlafen, heute bleiben wir in Bereitschaft. Was passiert mit deiner Gesundheit, wenn du nie ganz richtig in die Entspannung gehst? Da gibt es das schöne Wort Zivilisationskrankheit dazu, Dauerstress. Bitte reden Sie mit einem Mediziner, der kann das noch besser erklären wie ich. Da gehen wir in eine Schwächungsphase. Und wurscht, ob Sie gesund sind und gesund bleiben wollen oder ob Sie krank sind und gesund werden wollen, ohne Natur geht das nicht. Geht das nicht, wirklich, geht es nicht. Also wir sind in allem, was man tut, immer wieder landen wir da bei diesen Bäumen da draußen. Immer wieder. Und ob wir darüber nachdenken, dass wir unseren Körper gesund halten oder dass wir unser Dorf und unsere Stadt gesund halten oder unser Land gesund halten oder unsere Familie oder die ganze Welt, das ist immer dieselbe Denkaufgabe. Immer. Weil das ist immer ein Organismus. Und die Gesetze, die im kleinen Organismus gelten, gelten im großen auch. Und wenn Ihnen einer erklärt, er muss Krieg führen, damit wir Frieden haben, der sollte mal in den Waldboden reinschauen. Was da passiert, wenn eine Kolonie glaubt, sie muss Krieg führen. Das ist nicht Gesundheit. Also ich bin mir bewusst, dass man mit solchen Analogien vorsichtig sein muss. Bin ich mir schon bewusst. Ich will das auch nicht überstrapazieren. Aber wir müssen unser Leben dort, wir müssen den Spiegel reinschauen. Wir müssen den Spiegel reinschauen. Und ich habe mir selber, muss ich Ihnen sagen, ich will Ihnen gleich erzählen, wie ich da dazugekommen bin. Das ist mir auch nicht irgendwie runtergefallen. Oder ich bin auch nicht erleuchtet worden über Nacht und davon habe ich es gewusst. Gar nicht. Gar nicht. Das Einzige, was ich gemacht habe, und deswegen habe ich vorhin diese Behauptung aufgestellt, das Einzige, was ich irgendwann gemacht habe, ich habe irgendwann beschlossen, ich will und werde den Weg mit der Natur gehen. Und dann ist eine Regie in mein Leben hineingebrochen. Wow. Ich beginne so ein bisschen am Anfang. Ich habe es ja schon erzählt, ich bin Förster geworden und das war mein Traum. Eigentlich war mein Lebenskonzept als Jugendlicher, ich verschwinde in den Wäldern. Das war für mich immer eine faszinierende Zauberwelt, die mich angezogen hat, wo ich so viel gesehen habe. Und dann, nach meiner Ausbildung, bin ich beim österreichischen Staatsforst, bei den Bundesforsten gelandet. Und nach einem Jahr habe ich mir gedacht, oje, ich habe was falsch gemacht. Das war so unglaublich bürokratisch. Ich habe geglaubt, ich bin in der K&K, kaiserlich-königlichen Zeit zurückversetzt gewesen. Es war damals noch sehr altmodisch und sehr bürokratisch. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Und ich habe mir schon überlegt, was anderes zu machen. Und bis man selber ein Revier bekommen hat, wo man selber als Förster das gestalten hat können, hat man damals bei jedem Posten, der ausgeschrieben war, habe ich gesehen, es sind 30, 40 Bewerber, die haben alle warten müssen, bis fast 40 Jahre alt werden, bis sie so einen Posten kriegen. Und ich gedacht, nein, ich warte jetzt da nicht 20 Jahre in einem Büro. Das mache ich nicht. Und da wollte ich mich schon verabschieden. Dann habe ich gehört, dass etwas geschehen ist, was es noch nie gegeben hat in Österreich. Da haben sie einen Posten gehabt, wo die keinen Förster gefunden haben. Plötzlich. Und das lag darin, dass die Lage so unmöglich war. Das Forsthaus, wo man da wohnen musste, das war vom Gemeindeamt, von der nächsten zuständigen Gemeinde 80 Kilometer entfernt.
Und im Winter sind draußen am Taleingang die Lawinen runter und da warst du oft wochenlang eingesperrt, von der Umwelt abgeschnitten. Und begreiflicherweise wollte da keine Familie leben. Und ich aber war so jung und habe meine Frau mit 18 Jahren kennengelernt und da waren wir so benannt. Und wenn man so jung ist, meine Damen, überhaupt die Jüngeren, jetzt müssen Sie gut aufpassen, meine Frau hat was getan, was ich Ihnen nicht so raten würde. Die hat in einem Augenblick des Verliebtseins zu mir gesagt, mit dir gehe ich überall hin. Und das war ausgerechnet kurz bevor ich das erfahren habe, dass es den Posten gibt, habe ich mich sofort beworben. Und dann war ich nicht durch meinen Verdienst, sondern dadurch, dass meine Frau mitgegangen ist, der jüngste Förster Österreichs, und habe mich in einem Tal wiedergefunden, im Karwendelgebirge, wunderschön, 10.000 Hektar groß. Das war mein Reich. Und das hat noch einen großen Vorteil gehabt. Dadurch, dass das so abgelegen war, damals gab es ja noch kein Internet, kein Faxgerät. Da drinnen war nicht einmal Strom, wie wir gekommen sind. Der ist erst 2 Jahre später nachgekommen. Dadurch war auch meine Zentralverwaltung so gut wie weg. Es war herrlich. Da war ich drin. Und da habe ich versucht, die Technik in dieses Tal zu bringen. Das war noch wirklich, da hat es noch so fast mittelalterlich anmutende Relikte gegeben. Die Holzknecht, Bergbauern, die überhaupt keine, nicht einmal im Ansatz Schutzausrüstung gehabt haben. Eine Arbeit, die unglaublich schwer verrichtet wurde. Heute würdest du keinen Menschen mehr finden, der das tut. Ich habe 3 tödliche Arbeitsunfälle erlebt. Das war nicht nur lustig oder gar romantisch. Unglaublich schwere und gefährliche Arbeit. Und ich habe das als tolle Aufgabe empfunden, dass ich als junger, gut ausgebildeter da denen einen Helm aufsetze und ein modernes Gerät an die Hand gebe und dann haben wir Forstgeräte gehabt. Also es war wirklich eine soziale Errungenschaft. Und ich habe damals sehr an die Technik geglaubt. Das sind die 70er Jahre gewesen, 1970er Jahre. Mit Technik lösen wir alles. Und da war ich auch dabei. Aber trotzdem wurde dieses Denken sehr schnell erschüttert. Da drinnen, in dem Tal. Und da könnte ich jetzt auch vieles erzählen. Ich nehme aber nur beispielshaft eine Begebenheit. Da hat es eines Tages an der Tür von meinem Forsthaus geklopft und da sind 2 Männer da gestanden, haben sich vorgestellt und haben gesagt, sie sind 2 Geigenbauer und haben gehört, dass in diesen einsamen Hochtälern vom Karwendelgebirge große Meister des Geigenbaus im Mittelalter ihr Holz gefunden haben. Und ob ich bereit bin, so einen Stamm mit ihnen suchen zu gehen. Ich habe das Thema nur vom Hörensagen gekannt. Aber es hat mich interessiert und man denkt, ja, das schaue ich mir an, wie die das angehen. Und ich sage, ja, das mache ich mit. Dann haben sie mir gesagt, das kann sein, dass man 1 Million Bäume anschaut und keiner dabei ist. Und man denkt, na servus. Aber eben deswegen muss man das eingrenzen und möglichst den richtigen Wuchsort finden. Und so. Und ja, dann sind wir losmarschiert, ganz rauf in so ein Hochtal. Je weiter oben der Wald ist, desto langsamer wächst er, desto älter werden auch die Bäume. Also so an der Waldgrenze, da sitze ich auf einer Lärchen, da findest du Lärchen, die sind 600, 700 Jahre in den Alpen, ganz leicht. Und da waren so ein Fichtenbestand, die Fichten waren 300 Jahre, das ist für Fichten sehr alt. Da im Tiefland würden sie nicht so alt, da brechen sie vorher zusammen, aber da oben ist es so. Und dann haben die begonnen, auf die Bäume zu klopfen und lauschen und ich habe da überhaupt nichts gehört, weil das Gleiche. Und haben mir dann gedacht, jetzt geh ich. Und wenn ich schon da bin, habe ich was anderes zu erledigen, irgendwo nachschauen und gesagt, ich komme dann wieder. Und nach einer Stunde, 2 kam ich zurück und da waren die 2 ganz aufgeregt und haben gesagt, schauen Sie, dieser Baum, und haben gesagt, hören Sie es nicht, der könnte passen. Ich habe es immer noch nicht gehört. Und dann habe ich gesagt, das ist kein Problem, weil in dem Wald, der ist so überaltert und so dicht, dass wir sowieso was machen müssen, dass Licht auf den Boden kommt. Weil das ist auch wieder wie bei uns Menschen. Wenn die Alten kein Licht runterlassen und nicht nachgeben, haben die Jungen keine Chance. Irgendwann musst du in das Kronendach der Alten Löcher reißen und ernten anfangen, dass die Jungen wachsen können. Das ist so.
Also ich höre ja das oft, dass Menschen sagen, die zum Wald das nicht so kennen, die sagen, man darf doch keinen Baum umschneiden, wir müssen die Wälder doch beschützen. Meine Damen und Herren, wer legt einen Salatgarten an und sagt dann, ich darf da keinen Salat essen? Natürlich muss ich ernten, aber ich muss wieder nachpflanzen, dass das passt. Dann ist das ein bewegter Kreislauf. Geben und nehmen. Und in diesem Sinne habe ich da auch keine Hemmungen gehabt, den Baum umzuschneiden, weil ich sage, endlich, ich muss da sowieso, das war meine Aufgabe, ich muss da was machen, Verjüngung beginnen, den Jungen eine Chance geben. Und bin zu meinem damals VW Käfer, habe ich gehabt, zum Auto da runter und habe mir so einen Motorsack geholt, eine Axt und Keile und habe den Baum umgeschnitten, einen Vollkerb eingeschnitten und dann von hinten den Fellschnitt und da hat man Keil und schneidet weiter, so dass der am Schluss auf einer Leiste steht, dieser sogenannten Fallleiste. Je nachdem, wie die angelegt ist, bestimmt man die Kipprichtung, die Fellrichtung. Und dann habe ich geheilt. Und irgendwann hat diese riesige Fichte da oben begonnen, die Krone so zum Zittern. Und dann neigt sie sich langsam, immer schneller und schlagt dann mit einer Wucht ein. Und trotz alledem, wenn Sie so einen großen Baum umschneiden, das ist ein Augenblick, da hält man inne, ich halt. Weil der hat da Jahrhunderte gewachsen, ist so Jahrhunderte aufgewachsen. Du stehst da mit diesem Gerät, mit dem Eisen, was da reinfährt und hast da zu Fall gebracht. Und ich bin da gestanden, haben einen Schweiß runtergewischt und die zwei Geigenbauer sind sofort hin und haben sich die Jahresringe, die da sichtbar werden, angeschaut. Weil die Jahresringe, das ist das Tagebuch von jedem Baum. Da schreibt er sein Leben auf. Bei den Jahresringen, da siehst du es, da siehst du sein ganzes Leben. Zum Beispiel, wenn sie in der Mitte ganz eng sind und nicht wachsen konnte, das ist die Phase der Unterdrückung, wo der Vater nicht weg wollte. Und dann siehst du den Freudentag, wo die Sonne runtergekommen ist. Da hat er dann loslegen können. Das war so ähnlich, ich habe auch so einen Tag gehabt. Zuerst war ich in der Staatsforstverwaltung in einem Büro einzwickt zwischen die alten Oberförster und habe irgendwelche Schreibarbeiten machen müssen. Und dann kam der Freudentag, wo ich mein Revier gekriegt habe im Karwendelgebirge, die Entfaltung. Ganz genau gleich. Und dann habe ich rausgehen können. Das kann man alles sehen. Du siehst ein Trockenjahr, Notzeit, Krankheit, Hunger, das wird alles aufgeschrieben. Und gedeihen und blühen und wachsen und das Leben fröhlich leben. Das sieht man da. Und für den Instrumentenbauer ist es ideal, wenn keine Brüche drin sind. Das Holz, was klingt, das muss ganz gleichmäßig harmonisch sein. Und der Baum war ideal. Die haben keinen Makel gefunden und haben gejubelt und haben so eine Freude gehabt. Und dann habe ich das so drum runtergeschnitten, gut länger wie eine Geigen, damit die ihre Rohlinge ausmachen können. Und habe es denen mitgegeben. Und der Fall war für mich wirtschaftlich überhaupt nicht relevant. Weil ich war ja gewohnt, mein Holz 1000 und 5000 Kubikmeterweise an die große Industrie zu verkaufen. Und nicht da so mit einem herumspülen. Das habe ich ja nur Interesse halber gemacht. Und so habe ich das auch vergessen. Ein Jahr später klopft es wieder an der Tür, stehen die zwei wieder da und ich habe die Gesichter erkannt. Und dann wollte ich schon sagen, jetzt heuer geht's allein. Dann haben die gesagt, nein, sie sind nicht zum Geigensuchen, zum Holzsuchen da. Aber sie haben etwas getan, was man normalerweise nicht tut, weil wenn man da die Rohlinge, die werden dann sozusagen radial quer zur Faser ausgearbeitet, die muss man dann 10 Jahre liegen lassen, die müssen richtig reifen. Da gibt es im Holz noch ganz feine chemische Reaktionen. Für Bauholz nicht nötig, aber wenn es um einen Klang geht, ist das nötig. Und sie haben gesagt, sie haben so viel rausgekriegt, weil der Stamm fehlerfrei war. Jetzt haben sie trotzdem schon viel zu früh, aber trotzdem eine Geige ausprobiert. Und sie waren platt, die ist so gut geworden. Und sie haben sich so gefreut und dann haben sie beschlossen, sie fahren den weiten Weg wieder zu uns in die hintere Seine, um sich zu bedanken. Da war ich überfordert. Weil ich habe es ja gesagt, damals hat es keine E-Mail und kein Fax gegeben, aber ich gesagt, ihr hättet ja Postkarten schreiben können. Und dann haben die gesagt, nein, das hätten wir schon können, aber wir haben uns beschlossen, wir spielen ihnen ein Konzert vor. Auf dieser Geige und auf einer zweiten dazu. Und sind zu einem Auto gegangen und haben die 2 Instrumente geholt. Und ich bin ins Haus gelaufen und habe die Frau und die Kinder an einen Hund geholt. Sie müssen wissen, wie wir da reingekommen sind, gab es am Anfang noch keinen elektrischen Strom.
Und wie der erste Herbst gekommen ist, da wird es am Abend so früh dunkel und du kannst im Wald nicht mehr arbeiten und wir haben da ein Kind nach einem anderen gekriegt. Und deswegen waren die Kinder so mitgekommen. Und da sind wir da gestanden und die haben gespielt auf der Geigen. Die haben wunderschön gespielt. Und ich habe zugehört. Und dann haben wir gedacht, mein Gott, ich bin jeden Tag allein im Wald. Da hörst du jeden Tag eine andere Stimme, eine andere Geräuschkulisse. Ob es trocken ist, ob es taut, ob es regnet, ob der Nebel ist, ob die Sonne aber brennt. Es ist immer anders, es riecht anders, du hörst es anders. Aber die Stimme aus meinem Holz, aus einem Baum, den ich wachsen gesehen habe, den ich gefällt habe, den ich geerntet habe, die Stimme habe ich nicht für Möglichkeiten. Und dann habe ich mir gedacht, was war, wenn die zwei nicht gekommen waren? Was hätte ich mit dem Baum getan? In irgendeine große Industrie geschmissen und im besten Fall in die Bredel geschnitten und nach Arabien oder sonst wohin geschippert. Dann habe ich mir gedacht, die haben kein Messgerät, nichts, keine Technik, nur Intuition, Gehör, die Sinne und machen sowas aus einem kleinen Batzel Holz. Dann haben wir es zum Essen eingeladen und beim Essen habe ich denen das erzählt, diese Gedanken. Dann haben die gesagt, ja, eine Geige ist schon was Besonderes. Eine Geige ist ja eigentlich nur ein halbes Kilo Holz. Es ist ja tatsächlich nicht mehr. 450 bis 500 Gramm Holz, sonst nichts. Aber es ist in die richtige Form gebracht. Da ist die Liebe, die Erfahrung, die Meisterschaft von Generationen drauf. Und die bringt es hervor. Und sie haben gesagt, die großen Meister des Geigenbaus, die haben das vor 300, 400 Jahren gemacht. Und wenn du heute so eine Stradivari oder eine Guarini kaufen willst, dann musst du 50 Kilo Gold auf den Tisch legen für ein halbes Kilo Holz. Als Förster, der Holz verkauft, ist das nicht schlecht. Und ich habe das begriffen, jetzt geht es nicht um diesen Preis. Es geht auch nicht, dass man alles vergoldet, das ist völlig unsinnig. Aber ich habe eins begriffen. In meiner Familie hat es die Großväter, waren lauter Handwerker. Ich habe plötzlich begriffen, dass die Generationen vor uns punkto Wertschöpfung besser drauf waren wie wir und längerfristiger gedacht haben. Und war schwer beeindruckt. Und am nächsten Tag, die sind dann heimgefahren, am nächsten Tag bin ich in den Wald raus und habe eine Ladung Holz verladen und da sind ein paar LKW gewesen, habe das verladen und dann sind die gefahren aus unserem Tal raus und den weiten Weg in die Spanplattenindustrie. Dann habe ich mir gedacht, was passiert jetzt mit den Baum? Die werden dort verhäckselt, in eine hochgiftige Leimbrühe gerührt und dann werden so Platten presst. Und dann kommen Designer, die daraus Möbel entwerfen, die tunlichst so gebaut sind, dass sie beim nächsten Mal umziehen kaputt gehen, damit der Kunde gezwungen ist, wieder ins Möbelhaus zu gehen und die nächste Generation zu kaufen. Nach so kurzem Zeitraum, wie es geht. Geplanter Verschleiß nennt man das. Den gibt es natürlich nicht nur bei Möbeln, sondern bei allen. Und wenn so ein kurzer Nutzungszyklus vorbei ist, schmeißen wir es weg. Wir haben ja die großen Sondermülldeponien und dann können nicht die anderen verarbeiten. Und dann bin ich in meinem Wald gestanden und habe mir gedacht, ich will so nicht arbeiten. Ich will so wie der Opa arbeiten. Der Opa, der mit der Hock Balken aus dem Stamm außer behauen hat, wo heute Häuser da stehen, die Liebhaberstatus haben. Das will ich da. Der mit der Hobel die Fußböden gehobelt hat und mit 80 Jahren immer noch gearbeitet hat als Zimmermann. Das will ich da. Und das hat mir keine Ruhe gelassen. Und das ist ja verrückt. Ich habe einen super Job gehabt. Ich habe viel mehr Geld verdient, wie wir ausgeben haben können. Wir haben ja kein Geschäft gehabt.
Einmal im Monat sind wir rausgefahren, einmal im Monat sind wir zu einem Einkaufen gefahren, dann war das Auto bummvoll und wir haben unser Geld überhaupt nicht einmal ausgeben können. Wir haben so ein Problem nie gehabt. Ich habe ein wunderschönes Leben geführt, wie Robinson Crusoe da mit meiner Familie da drin. Und in der Situation habe ich gesagt, aber das Ergebnis passt nicht. Da mache ich nicht mehr mit. Und dann habe ich zum Schrecken aller mit dem Opa einen einsamen Beschluss gefasst. Ich habe gesagt, Opa, du musst mal lernen, was du kannst. Du stirbst irgendwann. Dann ist das weg. Und ich muss dazu sagen, wir waren 5 Buben und unser Papa ist gestorben, wie wir in die Schule gegangen sind. Und ich habe keinen Vater gehabt. Und der Opa war so ein Ersatzpapa. Und ich habe zu ihm so ein inniges, liebendes Verhältnis gehabt. Und der hat gesagt, ich kann das nicht lernen. Dann habe ich gesagt, warum? Ich sage, wenn du da in Graben Förster bist, dann lernst du das nie. Du musst das tun. Und dann habe ich gesagt, oh, gut, dann höre ich auf. Und dann habe ich ein Unternehmen gegründet. Habe ich meine Firma gegründet. 27 Jahre. Und der Opa war über 80. Businessplan haben wir keinen gehabt. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in dieser Kombination zur Bank und sagen, jetzt brauche ich einen Unternehmensstartkredit. Dann ging die Reise los. Dann hat der Opa gesagt, pass auf, eins sage ich dir gleich, wenn wir jetzt anfangen, aus Holz was machen, dann musst du mir das beste Holz bringen. Und beim Holz habe ich mich auskennt, als Förster, die Zusammenhänge zwischen Wachstum, dem Wald, das Wetter, das Klima, die Zellbildung, das war eine Welt, da bin ich aufgegangen. In einen Baum habe ich mich so eindenken können, wie wenn ich drin war, wie wenn ich selber der Baum war. Da habe ich mich auskennt. Und dann habe ich gesagt, wie meinst du das, Opa, dass wir Spargel stechen und halt nur jeden Hundertsten kaufen, weil im Wald sind die Bäume verschieden. Und haben wir schon gedacht, da werden die Förster nicht mitspielen, weil ich jetzt auch nicht gemacht, einen nur die Besten geben. Da heißt es alles oder nichts. Und dann sagt er, nein, das meine ich nicht, du kannst ein ganzes Los oder auf einen guten Platz sind alle nehmen. Aber du musst es zur richtigen Zeit schlagen. Sag ich, was zur richtigen Zeit? Sag ich, im Winter bei abnehmendem Mond. Mondholz. Aber ja. Aber ja. Ich habe mir gedacht, jetzt kommt mir der Opa am Beginn unserer Reise mit Esoterik. Das geht gar nicht. Und ich habe mir aber nicht traut, ihm zu sagen, den Blödsinn mache ich nicht. Und habe mir gedacht, ich war bei den guten, besten Professoren in Wien und die hätten mir erzählt, wenn das eine materialtechnische, wissenschaftlich nachgewiesene Relevanz hätte. Die haben aber kein Wort gesagt, also ist das ein Blödsinn. Und außerdem, muss ich sagen, war ich ein bisschen, ich hätte mir es zwar nicht sagen traut, aber innen drinnen ein bisschen eingebildet. Weil ich mir denkt, ich habe ja studiert und alles gelernt. Und wisst ihr, was der Opa für eine Kindheit gehabt hat? Der Opa war mit 6 Jahren vollweise, ist nach dem Ersten Weltkrieg da in der Zeit zu einem Bauern gekommen und hat immer gesagt, er hat das große Glück gehabt, dass das anständige Leute waren, die ihn behandelt wie ein eigenes Kind. Normalerweise sind die Kinder, solche Kinder damals wie Sklaven behandelt worden. Und die haben ihn aber einen Beruf lernen lassen. Dann hat er seinen Beruf, den er wollte, der Zimmerer lernen dürfen. Und kaum hat er Arbeit angefangen, ist der Hitler gekommen und der Opa ist als junger Bub an der Ostfront munter geworden, an einem Platz, wo fast keiner heimgekommen ist. Und nach Jahren ist er wieder heimgekommen und hat wieder Zimmer angefangen und bis über sein 80. Lebensjahr ist er auf der Baustelle, wenn er zimmert. Und ich habe mir gedacht, Opa, du hast ja keine Schule gemacht. Aber ich schon. Ich habe studiert, ich habe mich auskennt. Und Mondholz mache ich ihm nicht. Habe ich geglaubt. Und der hat mich genau kennt. Und wir haben uns ja mögen. Es war nicht so ein Verhältnis. Und hat gesagt, du willst es nicht tun, du musst es ausprobieren. Ich denke, der hört nicht auf. Und dann wieder. Und dann habe ich mir gedacht, ist ja wurscht. Das kostet nicht mehr. Die Arbeit ist die gleiche. Ob ich zu der Zeit umschneide, die er will, oder zu der Zeit, die der Zufall ergibt, dann schneide ich es halt zu der Zeit um, die er will.
Und dann habe ich das so organisiert und habe meine erste Mondholzpartie auf der Gerlos oben, ganz hoch oben, wo man von den Krimmler Wasserfällen ins Zillertal fährt, da haben wir das Mondholz gehackt. Fichten und Tannen, Fichten und Lärchen, 200-300 Festmeter. Und ich war dabei und bei jedem Baum, der gefallen ist, habe ich da meinen Namen aufgeschrieben, dass das nicht verwechselt werden kann. Und wie der Neumondtag war, habe ich gesagt, Schluss. Opa hat gesagt, nur bei abnehmendem Mond, jetzt hören wir auf, meine Partie ist fertig. Und dann sind meine Stämme auf die Almwiesen neben dem Wald draußen rausgefahren worden und gelagert worden. Und die Holzarbeiter haben im Wald weitergeschlagen. Und das Holz, was dann angefallen ist, hat ein anderes Sägewerk gekauft. Und das ist 50 Meter neben Main, ist das andere gelagert worden. Und dann war die Aktion dort beendet und die sind heimgegangen und der Schnee ist gekommen und das Holz ist liegen geblieben. Und im Frühjahr waren die 2 Lager nach oben. Und das war ohne zu beabsichtigen ein interessantes Experiment. Mondholz und Nicht-Mondholz vom selben Platz, im selben Monat Jänner, im tiefen Winter geschlagen, nebeneinander gelagert. Und ausgerechnet in dem Frühjahr bin ich nicht recht zusammengekommen mit meiner Arbeit. Und wir haben es eigentlich, wollten es schon wegkommen, im Mai ist es noch oben gelegen, in Rinde. Und ein Stamm in Rinde ist natürlich schlecht im Frühjahr. Weil der hat keinen Kontakt zu den Wurzeln. Und wenn der Käfer da reinbohrt, kann der nicht sagen, Mikroorganismen, Käferabwehrstoffe her. Der ist wehrlos. Und dann können die da einnisten und sich exponentiell vermehren, das wollen wir nicht. Jetzt bin ich aufgefahren und habe mein Holz kontrolliert und man denkt, jetzt hoffentlich fällt noch nichts, die nächste Woche fahren wir weg damit. Im Mai. Der Käfer schon geflogen. Und dann waren meine Stämme und da habe ich Hockwied und Rinde entfernt, da war nichts und ich war beruhigt. Da war ich fertig. Da muss ich die Zimmer anschauen. Was macht ein Holzmensch, wenn er allein auf der Alm steht, vor seinem Holz und da drüben ist das vom Nachbarn? Natürlich bin ich da rüber, war ich allein und habe beim Nachbarn die Tagesbücher der Bäume gelesen und die Jahresringe angeschaut. Ich wollte ja wissen, ob dem Nachbarn seins besser oder schlechter ausfällt, wie meins. Sowas muss man wissen, ist eh klar. Und ich komme da um mich und schaue geschäftig. Auf einmal denke ich mir, was ist denn da los? Massiver, dicker, flächendeckender Borkenkäferbefall. Hä? Alle sind da drin. Dann bin ich zurück und denke, ich habe es bei mir übersehen und gesucht, nichts. Hey, Moment einmal. Ein Käfer, der hat kein Placebo. Warum versammeln sich die alle beim Nachbarn? Naja, das ist ja biologisch, also wenn man ein bisschen logisch denkt, das geht ja nicht. Dann bin ich hin und her und dann habe ich begriffen, dass der Opa Dinge weiß, die uns nicht gelehrt wurden. Da dachte ich, wow. Und bin heim und habe das aufgeschrieben, mein Tagebuch geschrieben. Und man denkt, wer weiß es? Meine Kinder sind noch klein, wenn die zu wachsen, vielleicht interessiert die das einmal. Heute ist es soweit. Ich habe den großen Segen, dass mein Sohn das Geschäft leitet, sonst konnte ich gar nicht da sitzen, sonst müsste ich daheim sein und arbeiten. Und ich habe aufgeschrieben und dann habe ich begonnen, das zu untersuchen. Und wir haben kleine Experimente, da kann ich gar nicht einmal Forschung sagen, machen. Haben wir dann gesagt, okay, jetzt, dann, wenn das so ist, probieren wir es. Nochmal, 5 Bäume Mondholz, nicht Mondholz, lassen wir es daneben liegen. Dann sind wir draufgekommen, dass dieser Käfer, wenn er die Auswahl hat, immer zuerst das Nicht-Mondholz frisst. Und Mondholz nur in letzter Not, bevor er ganz verhungert. Und dann sind wir draufgekommen, dass die Pilzbeständigkeit noch dramatisch höher ist. Wenn du so einen Stamm im Frühjahr oder im Sommer, im Juni irgendwann erntest und hinlegst, eine Fichten, eine Tanne, die ist nach 14 Tagen, aber längstens nach 4 Wochen vollkommen mit Bläupilz durchzogen. Der Pilz, der schießt förmlich rein. Wenn du Mondholz hinlegst, kannst du das ein Jahr liegen lassen, der geht nicht rein. Erst im 2. Jahr kommt er rein. Ein Jahr. Die Resistenz ist dramatisch höher. Und wenn du es schneidest, ist es sowieso nachher nochmal exponentiell vergrößert. Wenn es geschnitten und getrocknet ist. Wow, mir ist eine Welt aufgegangen. Ich meine, wie gibt es das? Wie gibt es das? Dass wir das nicht lernen. Wir haben gelernt, Holz im konstruktiven Bereich muss mit Xyladecor und Xylamon und wie das alles geheißen hat, gestrichen werden. Die brutalsten Gifte für Mensch und Umwelt, Mitwelt. Das Brutalste, was es gibt. Und dann kommt der alte Opa daher und sagt mir, wie man ein Haus baut, das 500 Jahre alt, ohne dass du irgendwas draufschmierst. Wow.
Die Jahre mit dem Opa waren für mich ein Geschenk, so ein Geschenk. Und ich habe Tagebuch geschrieben. Sitzt eines Tages ein Kunde bei mir, einen Fußboden zu kaufen. Unsere Firma war damals noch ganz klar. Vollholzboden. Natürlich haben wir da nichts verklebt. Das habe ich auch von Opa gelernt. Reinheitsgebot. Der Opa hat gesagt, ein Zimmerer, der einen Pinsel braucht, der ist kein Zimmerer. Haltbarkeit stellt man mit richtigem Holz und mit konstruktiv richtiger Konstruktion her. Und Verbindungstechnik ist Mechanik und nicht ein giftiger Pick. Okay, kommt ein Kunde und kauft einen Fußboden und ich habe ihm so erzählt und plattelt wegen der Holzernte und der schaut so und dann haben wir halt über den Opa und der ist auch irgendwo gewesen und der schaut und fasziniert und der ist immer ruhiger geworden und plötzlich sagt er, Herr Thoma, Sie müssen ein Buch schreiben über das Wissen vom Großvater, was der noch über Holz gewusst hat. Dann sage ich kann da kein Buch schreiben, was fällt Ihnen ein? Ich bin ein Holzmensch. Sagt er, Sie haben eins geschrieben, vor Ihnen liegt ja ein Manuskript. Sag ich, es ist kein Manuskript, das ist mein Tagebuch. Da sagt er, genau, Sie müssen nur das, was da drinnen steht, so schreiben, dass man es flüssig lesen kann. Das ist ein wunderbares Thema. Sag ich, nein, das ist nichts, weil ich habe nicht einmal einen Verleger, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Sagt er, passen Sie auf, wenn Sie bereit sind, das zu machen, haben Sie einen Verleger. Ich verlege Ihnen das Buch. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das gar keine schlechte Idee. Warum nicht? Und er hat gesagt, lassen Sie mich drüber schlafen, aber wenn Sie das machen wollen, warum nicht? Einige Tage später habe ich bei meinem Steuerberater zu tun gehabt, Buchhaltungsgeschichten, dann haben wir das alles geklärt und dann noch einen Kaffee getrunken und dann halt, wie man sich unterhält, sagt er, wie geht's und so, und sage ich, nebenbei, sage ich, stell dir vor, was ich jetzt mache, ich glaube, ich schreibe ein Buch. Da schaut mich der an und sagt, was willst du, ein Buch schreiben? Ungläubig, sage ich, ja, und habe ihm die Geschichte erzählt. Und der hört schweigend zu und sagt, jetzt sage ich da was. Das ist eine ganz schlechte Idee. Sag ich, warum? Sagt, jetzt habe ich dich begleitet durch die schwierige Phase deiner Unternehmensgründung. Viele Unternehmensgründer überleben das nicht. Du hast das Glück, dass du durchkommst und dass dir dein Opa ein Wissen gibt, dass der Betriebsgeheimnisse gibt, die dir eine gewisse Alleinstellung verschaffen. Und dann willst du hergehen, das in ein Buch schreiben, das jeder nachmachen kann. Das sind deine Betriebsgeheimnisse, die musst du verteidigen, hat er gesagt. Nicht veröffentlichen. Dann habe ich mir gedacht, der hat auch recht. Was mache ich jetzt? Was machst du in so einer Situation? Und ich bin wirklich völlig unschlüssig gewesen, habe nicht gewusst, was ich tun sollte. Ich denke, wenn ich das reinschreibe. Und dann ist mir dieses Bild eingefallen. Vom Baum mit dem Zucker, der da oben frinnt, mit dem Zuckerwasser. Das Zuckerwasser im Baum ist ja der Grund, warum im Sommer das Holz sofort vom Pilz befallen wird. Weil im Sommer ist die Nahrung für die Schädlinge drin, im Winter ist nichts drin. Und das haben die Alten gewusst. Und das ist mir eingefallen. Und dann habe ich mir gedacht, welcher Baum gedeiht am besten? Wer ist am besten geschützt im Leben? Der Baum gedeiht am besten, der von seinem größten Schatz am meisten verteilen kann. Der, dem es gelingt, von seinem Schatz am meisten herzugeben, der kriegt am meisten zurück. Der kann machen, was er will. Der explodiert in seinem Wachstum. Und der Baum, der irgendein Problem hat, da unten an die kleinen Mikroorganismen seinen Zucker auszuteilen, der verkümmert. Der Baum, der sagt, ich mache mir ein Portfolio mit Wertpapiere, Zuckeraktien und die lasse ich da liegen, der verreckt. Und der sagt, ich spare nichts, ich gebe es weiter, ich gebe es in den Kreislauf aus. Leben ist Fließen, niemals festhalten und klammern. Der lebt. Dann habe ich mir gedacht, ich pfeife auf den Steuerberater, ich schreibe das Buch. Und dann haben wir es geschrieben. Und naja, schauen Sie, das ist ja noch keine Heldentat. Ich habe es halt da. Ich habe halt irgendwie die Intuition zulassen und habe es da. Aber was dann passiert ist, da habe ich geschaut. Das Buch war kaum am Markt. Dich sah ich wachsen, was der Großvater noch über Holz wusste. Das war kaum am Markt.
Dann habe ich Zuschriften bekommen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum von Wagnermeister, Zimmerer, Tischler, Förster, Waldbauern, wirklich aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Ich habe Erfahrungsberichte gehabt zu diesem Thema, die findest du auf keiner Uni der Welt. Ein geschenkter Schatz. Ich wurde aber auch heftig angegriffen von Seiten der chemischen Industrie. Nein, das war nicht so ohne. Die gesagt haben, das ist ein Esoteriker, der ist nicht ernst zu nehmen, wir müssen das Holz weiterhin vergiften. Ich kürze das so an, das war so der Kern der Kampagne. Die haben auch eine Fernsehsendung veranstaltet und der öffentliche Rundfunk hat mitgemacht und geschrieben, dass das ein Blödsinn ist, wo einer die BAM nicht vergiften will. Und da bist du als kleiner Unternehmer in keiner komfortablen Lage. Aber kaum ist das Buch am Markt gewesen, kriege ich einen Anruf, ob wir einen Besuch aus Japan empfangen würden. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich bin ein Alpenbewohner. Japan habe ich aus dem Geografieunterricht kennt und haben mir gedacht, was wollen die da? Aber gut, sollen sie kommen. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn sie wegen uns fahren wollen, da passiert halt nicht viel. Wir sind 10 Hansel, die da herumtanzen. Und dann sind die gekommen, die Japaner, und der Leiter der Delegation war offensichtlich ein buddhistischer Mönch mit dem geschorenen Kopf und mit dem orangen Tuch rundum. Und Dolmetscher waren mit und das eine ganze Delegation. Und haben viele Fragen gestellt. Und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich fragen, warum Sie hier sind. Dann hat der gelacht und gesagt, ja, Sie erklären mir gern, er ist der Leiter von dem Kloster in Japan, das als ältester Holzbau der Menschheit gilt. Das Gebäude mit den 5-geschossigen Pagoden, ein ganzes Ensemble, ist mehr als 1600 Jahre alt, in Südjapan, in der Kaiserstadt Nara. Und in diesem Kloster gibt es genaue Aufzeichnungen, wie die Brüder das vor fast 2000 Jahren, vor 1600 Jahren gebaut haben. Wie sie die Bäume geerntet haben, wie sie die behandelt haben. Und er hat von einem Schüler aus Deutschland, von einem Buch erfahren, das genau diese Methode beschreibt. Das war mein Buch. Und da waren die so erstaunt, dass sie gesagt haben, sie machen die Reise nach Europa und schauen Sie den an, der sowas schreibt. Da war ich platt. Und das Einzige, was ich dazu sagen habe können, war, dass ich mir sicher bin, dass der Opa noch nie in Japan war. Also da hat es keinen Wissenstransfer gegeben. Dann sagt der Mann zu mir, was Sie machen, ist gut. Dann habe ich gesagt, warum? Dann sagt er, weil wir sehen, dass Sie so zu arbeiten versuchen, dass Sie tatsächlich keine Spuren auf dieser Welt hinterlassen. Und das habe ich verstanden. Und das hat mir irgendwie gut getan, weil das war für uns eine extrem schwierige Zeit. Wir haben uns bemüht, Bäume so zu verarbeiten, dass das gesund bleibt. 2 meiner Kinder haben, wie wir vom Forsthaus weggezogen sind in ein neues Haus, eine Holzleimallergie gehabt. Und die sind dadurch gesundet, dass der Opa mit mir alles rausgerissen hat, was an Spannplatten drin war, dann waren sie gesund. Und das hat mich auch so geprägt, dieses Erlebnis. Und darum war das Bemühen so, dass wir 100%ig sauber arbeiten. Dass wir abfallfrei arbeiten. Dass wir das, was das alte Handwerk so wertvoll gewusst haben, mit modernen Methoden verbinden. Und wir sind die ersten Jahre nur angefeindet worden. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber Kunden gefunden, die uns immer wieder Aufträge gegeben haben und leben haben lassen. Diesen Kunden der ersten Generation bin ich ganz besonders dankbar. Und da war ich in der Situation natürlich irgendwie dankbar, dass der Mönch aus dem fernen Japan das wenigstens erkennt, wenn es von dir daheim schon keiner sieht, was verdammt. Und dann sagt er zu mir, ich werde Sie deshalb unterstützen. Und dann habe ich mir gedacht, der ungläubige Thomas, wie willst du mir helfen? Ich sehe dich ja nicht mehr. Und dann sind sie gefahren. Kurze Zeit später kam ein Anruf aus Japan. Ein Verleger aus Tokio hat angerufen und gesagt, er hat den Auftrag bekommen, nicht er will, er muss mein Buch auf den japanischen Markt bringen. Da habe ich gestaunt. Dann habe ich gesagt, natürlich bin ich bereit dazu.
dann ist das geschehen und 2-3 Jahre später habe ich in Japan mehr Bauten stehen gehabt wie in meinem Heimatland Österreich. Und alle Häuser, die ich nach Japan verkauft habe, wurden im Vorhinein zu 100% Cash bezahlt. Und wir haben bei keinem einzigen der Japan-Aufträge um Rabatt verhandelt. Die haben uns das gegeben, was wir verlangt haben, was wir braucht haben. Und mit dieser Welle habe ich mein Forschungszentrum bauen können und den richtigen ersten Impuls geben können, dass ich das Unternehmen wissenschaftlich arbeiten konnte und die Forschung und dass wir unsere Arbeit weitergebracht haben. Und von dem Tag an habe ich eins kapiert, dass die Gesetze des Lebens, die das Leben befördern, 100%ig universell sind. Und ich habe kapiert, dass das Leben immer den Unterstützer am meisten unterstützt. Und ich habe kapiert, und ich habe verstanden, dass wir da draußen von den Bäumen, von der Natur, vom Wald, dass wir, wenn wir sagen, wir verbrüdern uns, wir kehren zusammen, wir, wenn wir zusammengewachsen waren, dass wir dann nur gewinnen können. Und nicht in einer romantisch verklärten Ich liebe dich, du lieber Baum-Aktion, was ja auch in Ordnung ist, sondern dass das konkret ist, dass das eine Handlungsweise, eine Maxime im Leben sein muss, dass ich sage, ich will dem Leben dienen und nicht dem nächsten Quartalsgewinn. Und Sie dürfen mich nicht falsch verstehen, ich bin ein Unternehmer. Selbstverständlich muss ich kalkulieren. Selbstverständlich muss ich für meine 120 Mitarbeiter am Monatsende die Löhne zahlen. Und ich will keine Hungerlöhne zahlen. Ich will denen 10-20% mehr bezahlen, wie in irgendeinem Tarifvertrag steht. Und damit ich das kann, muss ich ganz, ganz konsequent mit Zahlen umgehen. Meine Bilanz, das ist für mich so wie die Axt für einen Zimmermann, das ist ein Werkzeug. Und wenn das Werkzeug nicht scharf ist, kannst du nicht arbeiten. Aber es ist niemals das Ziel. Niemals. Und was wir heute in der Wirtschaft treiben, ist der helle Wahnsinn. Wir haben ein System, wo Manager eingesetzt werden, die daran gemessen werden, wie viel Geld das die nächsten 3 Monate hinter sich schmeißen. Auf Kosten aller und ohne Rücksicht auf alles. Das geht nicht. Das geht nicht. Diese Entkoppelung, das geht nicht. Funktioniert nicht. Und ich möchte Ihnen, und ich darf Ihnen jetzt am Teil der Technik, und ich mache es ganz bewusst am Teil der Technik, zeigen, was das bringt, sich mit der Natur verbrüdern. Ich möchte Ihnen sagen, was man machen kann, was man tun kann, nach diesen Überlegungen und nach dieser Erkenntnis. Wir haben etwas begonnen, wir haben gesagt, wir wollen Häuser bauen, jetzt nehme ich mir da so einen Block her. Wir haben gesagt, wir wollen Häuser bauen in den 1990er Jahren, nur mit Holz. Wir wollen nicht Häuser, die Plastikhüllen rundherum haben. Wir wollen keine Ständerbauten, wo irgendeiner so eine verklebte OSB-Span-Leimplatte auftut, die als Bausondermüll teuerstens entsorgt werden muss, nachdem die Ausgasungen einen Menschen krank gemacht haben, der drin war. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Genialität, diese Schöpfungsweisheit im Material erhalten. Okay. Feuchter Traum, möchte man meinen. Dann haben wir angefangen, so die Wände zu bauen, Kreuzlagen, verdübeln, mechanisch verbinden. Dann kann mich erinnern, war ich auf der ersten Baumesse, wo ich das ausgestellt habe. Da ist ein Zimmermeister vorbeigekommen und dem gesagt, was seid denn ihr da? Was ist denn das? Sind das Möbel? Und ich gesagt, nein, das ist kein Möbel, das ist eine Wand von einem Haus. Wir wollen solche Häuser bauen. Da haben 2, 3 haben wir schon gemacht. Die haben laut Lachen angefangen, sind weitergegangen. Die haben sich das nicht vorstellen können. Ich sage, wenn man ein Holzhaus baut, da muss man ja so Ständer hin tun und ein Plastikding und ein Styropor rein und sagen, jetzt ist billig. Und Garantie gibt es genau die gesetzliche, weil nach 10 Jahren geht das alles auf, was man zugeklebt hat, da gehen die Weichmacher raus und dann fängt das Schwitzen an und Schimmen und so weiter. Das war das Denken. Ich sage, nein, wir machen das so.
Dann mussten wir natürlich, du kannst ja nicht einfach was ausdenken und bauen, dann mussten wir europäische Bauzulassungen bekommen. Und dann haben wir in die großen Prüfinstitute müssen und nachweisen, dass das Material das kann, was gefordert ist. Der erste Nachweis war F30 Brandsicherheit. Das haben wir damals gebraucht. Das heißt 30 Minuten da aufbrennen mit 1000 Grad und da darf kein Feuer durchgehen, kein Rauch und keine Hitze. Und das muss statisch tragfähig bleiben. Und da wird nicht so ein kleines Teil geprüft, sondern ganz große Wände mit Verbindungsnutten, dass das alles angeschaut wird. Beim ersten Versuch ist denen nicht nach 30 Minuten, nach 2 Stunden im Öltank das Öl ausgegangen und die Wand war immer noch da. Dann haben sie auf eigene Kosten den Versuch wiederholt und wir haben F180 damals zertifiziert bekommen. Einen 6-fachen Wert vom Stand der Technik. Weil Holz brennt. Na, jetzt, meine Damen und Herren, Sie müssen zum Klotschen aufhören, sonst wären wir nicht fertig. Machen wir am Schluss. Applaus am Schluss. Holz brennt natürlich. Natürlich brennt Holz. Aber es muss dünn sein und von Luft umspült sein. Ich habe schon Waldbrände gesehen. Wissen Sie, was beim Waldbrand passiert? Da brennt alles weg, was dünn ist. Die Astal, die Zweigel, alles brennt weg. Aber der Waldbrand ist ja ein Worst Case für diese Lebensgemeinschaft. Das ist ein Worst Case, das ist das Schlimmste, was es gibt. Aber auch da sorgt die Natur vor, dass das Leben gleich wieder weitergeht. Da gibt es jemanden, der kann sofort nach dem Waldbrand austreiben, Samen bilden, abwerfen und wieder neu begründen. Und wisst ihr, wer das ist? In dem Fall kommt die Rettung von den dicksten, von denen da. Die dicken Bäume, die verbrennen nie. Die verkohlen an der Rinden und drinnen das Leben bleibt unbeschädigt. Und das ist das Prinzip. Dem Holz wohnt das inne. Wenn es dick ist, brennt es nicht. Du kannst machen, was du willst. Brennt nicht. Ich hab von den Tausenden, viel mehr wie 1000 Häuser und Bauten, die wir gebaut haben, habe ich 2 Brände erlebt. Bei einem ist beim Nachbarn die Garage abbrennt, die zugebaut war, und das Holz-100-Haus war außen angeschwärzt und unbeschädigt. Da ist nichts passiert. Und der zweite war viel grausiger, haben im ersten Stock die Mädels geschlafen und darunter ist im Zimmer ein Brand ausgebrochen. Und in dem Zimmer war so, wie man es in jedem Möbelhaus sieht, so ein geschäumtes Sofa. Ich sage euch was, meine Damen und Herren, was Baubehörden auf der einen Seite verbieten und auf der anderen Seite zulassen, ist ein Wahnsinn. Diese geschäumten Möbel, da kannst du gleich ein Ölfassel ins Haus stellen. Das ist eine Brandlast, das kann man sich nicht vorstellen. Das Haus war unten im Vollbrand. Da hat es ausgeschaut, das ist unvorstellbar, wie es da ausgeschaut hat. Und die Feuerwehr hat die Mädels oben nach einer halben Stunde rausgeholt. Wenn das ein Ständerbauhaus gewesen war, oder ein Balkendecken mit einer Brettlage oder sowas Dünnes drauf, wären die tot. Denen hat nichts gefeit. Nichts. Da geht nichts durch. Du hast jede Rettungszeit, die du brauchst. Mehr Zeit wie bei vielen Stahlbetonkonstruktionen. Weil der Stahlbeton hat die Eigenschaft, wenn er heiß wird, wird er heiß, du siehst nichts und plötzlich kommt dieser Hitzepunkt, wo die Bewährung im Inneren versagt und bricht runter. Also es kommt darauf an, wie man es macht. Und so ist unsere Reise durch die Forschungslabors durchgegangen. Dann haben wir Japan, weil ich es ja erwähnt habe, in Japan ist Brand, du musst auch die Zertifikate haben, aber das Wichtigste für die japanischen Baubehörden ist die Erdbebenbeständigkeit. Das ist das Allerwichtigste. Und man sagt, diese Erdbebenprüfungen in Japan sind die strengsten weltweit. Wir haben in Japan auf dieser berüchtigten Rüttelplatte in Tokio, du kannst ein ganzes Haus draufstellen und die können technisch jede Erdbebenstärke beliebig simulieren. Haus aufgestellt und das ist nicht kaputt geworden. Die machen können, was sie wollen haben. Die haben Richterskala 7, 8, 9, die ist nicht hingegangen. Das ist nicht kaputt geworden. Und Sie erinnern sich sicher an diese Jahrhundertkatastrophe in Fukushima mit Tsunami und Erdbeben und dann Atomkatastrophen. In Fukushima habe ich Häuser gebaut, die stehen dort. Und wie die Katastrophen war, haben wir nichts erfahren zuerst. Und nach 3, 4 Wochen sind die ersten Nachrichten durchgedrungen und dann haben wir evaluieren können, unsere Bauten in Japan haben das alle
100%ig schadensfrei überstanden. Vollkommen erdbebenfest. Wie der Baum im Wald. Eine statisch berechenbare Säule, aber wenn die Belastung ganz wild wird, hat er trotzdem eine Elastizität und Nachgiebigkeit, die unglaublich viel aufnehmen kann und auch Energie im Inneren abarbeiten kann. Wie der Baum im Wald. Das ist ja ein Schichtensystem wie die Jahresringe. Und bei den Jahresringen im Baum gibt es das auch, was wir mit den Dübel machen. Da gibt es Querzellen, die das Ganze zusammenhalten. Sonst würden ja die Schichten auseinanderbrechen, wenn er sie birgt. Das ist alles dem nachempfunden. Dann ist das Thema Wärmedämmung gekommen. Ganz spannend. Ganz, ganz spannend. Wir haben zuerst die ersten Häuser gebaut und dann gibt es natürlich Tabellenwerte, das lernt jeder Holztechniker, was Holz für Wärmedämmung hat. Volles Holz. Und mit diesen Werten haben wir gerechnet. Dann haben wir gesehen, dass die Heizungen viel zu groß sind, was dahinterher der Haustechniker geplant und eingebaut hat. Viel zu groß. Wie gibt es das? Dann haben wir die Wärmedämmung prüfen lassen, sind wir draufgekommen, dadurch, dass da kein Kleber ist, sondern stehende Luft, hat es bei gleichem Querschnitt fast die doppelte Wärmedämmung wie verklebtes Holz. Super. Jetzt waren wir erstmals in der Lage, ohne Dämmstoff ein Passivhaus zu bauen. Waren wir die allerersten. Toll. Aber es kam noch viel besser. Es kam noch viel besser. Bei den Brandschutztests ist mir was aufgefallen, was ich dann bei der Thermodynamik verwertet habe. Bei dem Brandschutztest ist was ganz Komisches passiert. Wir haben 3 Stunden mit 1000 Grad aufgebrannt. Und haben die Tests in vielen Ländern wegen den Zulassungen machen müssen. In Europa, in Skandinavien, in vielen Ländern haben wir das gemacht. Und nach 3 Stunden mit 1000 Grad, was glauben Sie, was da draußen für Temperatur, wie warm das war? Was glauben Sie? Ich sehe, Sie haben da ein Buch von mir noch nicht gelesen. Nach 3 Stunden, jetzt sage ich was anderes, wenn Sie auf Stahlbeton mit der gleichen Dicke drauf brennen, dann hast du nach einer halben Stunde da draußen auf einigen Punkten, wo nämlich der Bewährungsstrahl durchgeht, bis zu 400, 500, 600 Grad. Nach einer halben Stunde. Und beim Holz haben wir maximal 2,0 Grad Celsius Erwärmung gehabt. Das ist fast unglaublich. So, da haben wir gesehen, dass Holz der temperaturträgste Baustoff der Welt ist. Dann haben wir die gute Wärmedämmung gehabt. Dann kommt ein Kunde zu mir und sagt, Herr Thoma, wir haben Sie entdeckt, weil wir brauchen was ganz Besonderes. Wir brauchen ein säurebeständiges Haus. Sag ich, säurebeständig? Haben Sie Angst, dass einer mit dem Salzsäure Kiwi kommt? Sagt er, nein, er ist der Direktor vom österreichischen Filmarchiv. In seinem Reich lagern 70.000 historische Nitrofilmrollen. Und diese Filmrollen, die Ausgasungen draus, haben in einem Betonbunker, wo es vorher waren, die Armierung in den Wänden aufgefressen. Drum säurebeständig. Sage ich, ja, wir haben keinen Kleber, der reagieren kann. Ich garantiere Ihnen, das ist 100%ig säurebeständig. Ich sage, wunderbar. Schauen Sie, wir haben schon Architektenwettbewerb abgeschlossen, da ist der Entwurf, so wird es gebaut. Und haben wir Pläne am Tisch gelegt. Dann sagt er, zweite Forderung. Da drinnen muss es das ganze Jahr 2,0 Grad Celsius haben. Sonst werden die Filme kaputt. Na, sage ich, ja, was uns bauen sie in Wien, da ist im Sommer richtig heiß, da wächst der Wein, da ist so richtig heiß. Und die haben ein Flachdach gehabt. Und ein dunkles Flachdach, wenn da die Sonne aufscheint, ist der wie ein Kollektor, da hat er die Dachflächen 100 Grad und mehr. Sage ich, da brauchen sie eine gescheite Kühlung. Sage ich, ja, das habe ich befürchtet. Wir haben enorme Kühlkosten, können wir das nicht optimieren? Ja, sage ich, was möchten Sie? Ja, sage ich, am liebsten wären wir, wenn ich für die Kühlung nichts zahlen muss. Sag ich, ja. Bauphysik, physikalisch geht das nicht. Wenn du oben 100 Grad hast, wird es drin warm irgendwann. Sage ich, Sie werden die Kühlung brauchen. Ja, war da ein wenig zerknittert. Und dann sind wir einen Kaffee trinken gegangen. Und dann habe ich einen Geistesblitz gehabt. Dann sage ich, Herr Direktor, wissen Sie was? Dieser Wunsch von Ihnen, der ist gar nicht so abwegig. Dann sagt er, warum? Sage ich, in der Natur gibt es ein Modell, da funktioniert das so. Wie? Ich komme aus dem Wald. Und im Wald gibt es diese kunstvollen Bauten, die für uns ganz chaotisch ausschauen, der roten Waldameise. Sie kennen das, diese Ameisenhaufen. Und in jedem Ameisenhaus ist in der Mitte drinnen so eine Kammer, ganz zentral, die Geburtenstation. Da legen
die Ameisen ihre Eier und da schlupfen die aus. Und da drinnen darf die Temperatur nicht schwanken. Da gibt es genaue Messungen, das ist alles untersucht, genauso wie die Klimatechnik im Bienenstock ist ja auch so ein Wunder. Und da drinnen in dieser Kammer, da geht die Temperatur nie aus einer Amplitude von 2 Grad Gesamtausschlag raus. Ist immer da drinnen. Jetzt weiß ich aber, als Bergsteiger, Ameisenhaufen gibt es auch ganz oben an der Waldgrenze. Und da ist es im Sommer normal, dass beim Schlechtwettereinbruch am Vortag richtig heiß ist und am nächsten Tag der Schnee drauf liegt und es friert. Jetzt musst du dir vorstellen, das ist ja nur 20 cm Nadelstreu und Holzkonstruktion mit Stäbchen und so. Und da geht der Frost nicht rein. Wie machen das die Ameisen? Das habe ich mir erzählt. Und der Mann hat super Verbindungen gehabt. Und dann haben wir ein Forschungsprojekt mit der Technischen Uni in Graz. Da gibt es das Institut für Thermodynamik. Und die haben dann da hineingeforscht und reingeschaut, wie das funktioniert. Also die machen normalerweise thermodynamische Optimierungen für die deutsche Autoindustrie. Die machen Verbrennungsvorgänge. Die haben wir dazu gebracht, dass diese Wissenschaftler, dass sie Ameisenhaufen geforscht haben. Ganz spannend. Und dann haben wir gewusst, wie das Prinzip geht. Die Ameisen nutzen genau das, was ich beim Brandversuch erzählt habe, die Trägheit des Holzes, nicht die Dämmung. Kein Material kühlt langsamer aus wie Holz. Und die schaffen einen Bau, der keine Heizlastspitzen hat. Wir Menschen haben ja bei unseren Häusern das Problem, dass wir ständig Spitzen haben. Und die schlimmste sind diese Glastürme. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Weil im Glas ist im Sommer extrem heiß, da brauchst du extrem viel Energie zum Kühlen und im Winter extrem viel Energie zum Heizen. Da hast du richtig, die Spitzen außen bilden sich innen ab und da muss ständig eine Maschine mit voller Wucht, mit voller Größe und Kapazitätsgröße dagegen fahren. Jetzt musst du extrem viel in Technik und Energieverbrauch investieren. Und nach dem Prinzip haben wir gelernt, ein Haus zu bauen, wo die Heiz- und Kühllastspitzen durch die Holzhülle übernommen werden. Und wir haben vor 10, 12 Jahren, ist das jetzt ziemlich lang aus, bei Wien das erste Gebäude gebaut, nur aus Holz, vollkommen abfallfrei, wiederverwendbar, in dem es seit über 10 Jahren 2 Grad Celsius hat und noch nie eine Kilowattstunde Energie von außen zugeführt wurde. Energieautark. Energieautark. Und nachdem die Filme so viel wert sind und so teuer sind, gibt es permanente Klimadatenaufzeichnungen innen, das ist alles öffentlich einsehbar. Dann hat das funktioniert. Das war natürlich für uns ein Durchbruch. Dann habe ich die ersten Großbauten errichtet. Kann ich mich erinnern, ist der Bürgermeister von Kitzbühel gekommen, der hat das in der Zeitung gelesen vom Filmarchiv. Und er hat gesagt, du pass auf, ich habe ein Bauprojekt, Bürobau 6000 Quadratmeter in Kitzbühel. Da ist im Winter kalt, Alpenstadt, minus 25 Grad gibt es da immer wieder. Kannst du mir das Haus so bauen, dass ich für die Heizung nichts zahlen muss? Ja, ist ja lässig, 6.500 Quadratmeter, hast du ordentliche Heizkosten. Dann habe ich gesagt, das müssen wir uns anschauen. Dann sagt er, nein, nichts anschauen. Wir haben alles Vergabe fertig. Wenn ich den blöden Artikel nicht liess, hätte man den Auftrag schon unterschrieben. Wir haben keine Zeit. Du musst mir sagen, ob es geht oder nicht. Dann habe ich gesagt, wenn es so eilig ist, dann brauche ich den Preis, zu dem es vergibt. Dann kann ich euch sagen, ob wir es machen können oder nicht, oder wie viel mehr das kostet. Dann hat er kurz überlegt und hat gesagt, ja, ist eh wurscht, ich kann das eh sagen. Und das ist jetzt, wann war das? Das war 2009 oder so, ist ja auch schon, das Preise sind nicht mehr aktuell. Aber ich weiß genau, damals waren es 12 Millionen und ein bisschen was. Euro, ab Keller, Oberkante, ohne den Keller, für fix und fertig, schlüsselfertig für die 6.500 Quadratmeter Bürofläche. Naja, man denkt, das ist sportlich, viel ist nicht. Und dann haben wir ein paar Tage und Nächte gerechnet, dann haben wir uns einmal auf, ich habe gesagt, pass auf, wir können das machen. Das geht und kostet 2 Millionen mehr. Dann hat der überlegt und hat gesagt, jetzt ist es so, ich bin ein Jurist und kein Bautechniker, ich verstehe nichts vom Bau, aber ich kann einen Vertrag schreiben. Und ich schreibe jetzt einen Vertrag, und das funktioniert, dass wir da niemals für die Heizung und für die Betriebskosten was zahlen, außer für den, der einen Schnee wegschaufelt am Gehsteig, dann kriegst du den Auftrag, dann rechnet sie sich. Und wenn wir was bezahlen müssen, übernimmst du alle Kosten.
Und den Vertrag haben wir geschlossen und dann haben wir es gebaut und in dem Gebäude hat noch nie jemand für die Heizung und Kühlung und Betriebskosten was zahlt, außer für Schneeschaufeln. Das ist kein Holz. Das ist kein Holz. Dann haben wir uns die Bauwirtschaft angeschaut in all den Jahren und haben gesehen, das größte Problem in allen Systemen und in allen Klimazonen, bitte, ich habe ja Häuser gebaut von den Tropen bis nördlich vom Polarkreis. Ich war ja wirklich in allen Klimazonen daheim, am Atlantik, am Pazifik, in Nordamerika, wir haben überall gebaut. In Russland, wunderbar, habe ich die Universität der Sberbank in Moskau bauen können, am ganzen Universitätscampus. Ich habe wirklich viele Situationen kennengelernt. Und die haben alles das gleiche Problem. Wenn es wo Schwierigkeiten gibt und Reklamationen, dann deshalb, weil es irgendwann in den Wänden schwitzen und schimmeln anfängt. Und wir waren ja so schlau und haben ein richtiges Ziel erkannt. Ende der 1990er Jahren haben wir erkannt, dass man nicht Erdöl nach Europa fahren kann, zum Verbrennen, damit die Bude warm wird. Noch dazu, wo diese Transporte so beschaffen sind, wenn ein Tanker leck geht, haben wir eine Umweltkatastrophe, das schlimmer nicht geht. Und noch dazu, wo wir wissen, dass wir heute keinen einzigen Krieg auf Erden führen, der nicht aus Rohstoffgründen geführt wird. Das wissen wir ja. Es ist ja der Rohstoffdiebstahl ist ja die größte Kriegsursache, die wir haben. Also das geht nicht. Das hat man richtig erkannt und dann ist was Unglaubliches passiert. Dann hat man gesagt, zwecks Energieeinsparen wird jetzt ganz Deutschland in Polystyrol, Styropor, wie das alles heißt, eingewickelt. Und wir Österreicher haben ja immer den Ruf, dass wir so ein Quäntchen schlampiger sind wie unsere deutschen Nachbarn. Und wir bewundern auch immer die Konsequenz unserer Nachbarn. In dem Fall muss die Konsequenz bewundern mit der Milliarden Quadratmeter von diesem Gift an die Wände. Ich sage das öffentlich. Man kann heute das giftige Flammschutzmittel dieser Dämmstoffe in praktisch in der Muttermilch jeder deutschen Mutter nachweisen. Stellt euch das vor. Unter dem Titel Umweltschutz. Stellt euch vor. Stellt euch vor. So einen falschen Weg für ein an sich richtiges Ziel einzuschlagen. Und der Wald zeigt uns, wie man nur mit Holz das Problem lösen kann. Bei den ersten Gebäuden haben wir immer noch, beim Filmarchiv, wie auch bei diesem Büro, haben wir immer noch einen Restenergiebedarf gehabt und den alle dadurch deckt, indem wir eine kleine Photovoltaik aufs Dach da haben und eine Wärmepumpe oder irgendwas damit betrieben haben. Dann haben wir gesagt, eigentlich wäre es cool auszuprobieren, ob das möglich ist, in einer schwierigen Klimalage mit kaltem Winter ein Haus zu bauen, vollkommen ohne Technik, technikfrei. Weil immerhin, im tiefsten Sibirien hockt sich der Specht, der Loch im Baum und überwintert da. Ja, ich will nicht jetzt sagen, Sie müssen wie der Specht überwintern, aber von der Idee her. Dann haben wir mit wissenschaftlicher Begleitung im Berner Oberland in der Schweiz ein Haus gebaut. Das ist alles publiziert, das können Sie alles nachlesen. Das ist ein 5-Geschosser, 2 Geschosse Büro, 3 Geschosse Wohnfläche und haben über die Optimierung der Außenhülle. Und das geht aber nur dann, wenn man diese gestalterische Freiheit hat. Über die Optimierung der Außenhülle, maximal 20% Glas der Außenfläche und das Glas muss mehrheitlich Richtung Sonnenstand 13, 14 Uhr positionieren, dann die dicke Holzhülle als Langzeitspeicher und hinterm Glas einen dunklen mineralischen Boden, also einen Lehm zum Beispiel als Kurzzeitspeicher und haben das Haus gebaut. Vermessungspunkte in allen Räumen. Da gibt es keinen Ventilator, keine Luftmaschine, keine Heizung, nichts. Keine Photovoltaik, nichts. In dem Haus haben wir 3 Winter lang die Messreihen. Es hat in keinem Winter, an den kältesten Tagen, in den kältesten Perioden, in allen Räumen des Hauses, nirgendwo war es kälter wie 18 Grad. Ist nie runtergegangen. Und im Sommer nie wärmer wie 24 Grad. Das kann man machen. Stellen Sie sich vor, was uns die Natur anbietet. Das ist technisch alles entwickelt. Und denken Sie einmal,
Mehr wie die Hälfte des Energieverbrauchs verbrauchen wir für den heutigen Bauwahnsinn. Das heißt, eine Energiewende ohne Baukulturwende geht nicht. Es gibt bei den ganzen Umweltproblematiken, die wir behandeln, es gibt kein einziges Thema, wo wir nicht die Lösung in der Schublade haben. Aber es gibt so unglaubliche Machtinteressen, die die Lösungen verhindern. Die gibt es schon. Das muss man sagen. Nur trotzdem, es hat sich noch immer das durchgesetzt, was das Leben fördert. Deswegen sind Sie ja hier. Deswegen sind wir ja da. Das ist die größte Kraft. Ich bin total vollkommen zuversichtlich. Und ich sage Ihnen das. Und glauben Sie ja nicht. Da gibt's ja, wir haben ja auf KenFM so wunderbare Diskussionen, wo ich mit dem Ken Jebsen über das gesprochen und philosophiert habe. Und dann gibt es Leute, die schreiben dann im Chat zurück, dann schreibt jemand, das ist ja nur was für Millionäre, das ist ja teuer, das kann man sich... Das stimmt nicht. Selbstverständlich kann ich mit diesem System eine Millionenvilla bauen. Und selbstverständlich, warum soll der ein Luxushotel baut, so blöd sein und es ungesund machen? Natürlich ist es in diesem Segment auch einsetzbar. Aber wir entwickeln gerade mit zwei ganz tolle Berliner Architekten, die da herinnen sitzen, der Tom Klingbeil und der Marek Cibora. Mit den beiden habe ich in Goldeck neben dem Forschungszentrum unser Baumhaus gebaut für Tritivi, als Denkwerkstatt. Und wir haben da ganz tolle Tiny House Entwicklungen. Also mit einem normalen Baubudget kann ich das machen. Und ich kann das für wohlhabende Länder, wo nicht jeder alles selber machen kann und will, in super Industrieproduktionen serienmäßig rauslassen. Und je größer die Stückzahl, desto günstiger der Preis. Aber ich kann es auch in Ländern mit großer Armut in Selbstbauweise machen, statt Menschen unwürdige Wellblechhütten. Für jeden kann ich was machen. Für jeden. Und wenn ich daheim ein Schlafzimmer habe, wo ich nicht gut schlafe und mitten im Beton bin, dann gehe ich her und nehme eine Vollholzschalung, ohne irgendeine Beschichtung, mache einen Vollholzboden, verkleide mir die Wände, schmeiße alles an Möbel aus, wo irgendeine Chemie drinnen ist, da kommt Holzbett rein und Naturtextilien, und sie haben einen medizinisch messbaren, vollkommen anderen Schlaf, und jeder, der, wie ich gesagt habe, mit EKG, jeder kann ihnen nachweisen, dass das Herz entlastet ist, dass das Immunsystem gestärkt ist und das vegetative Nervensystem viel, viel vitaler ist. Also ich verstehe es einfach nicht, wie ein Mensch heute noch auf die Idee kommen kann, einen Kindergarten betonieren. Wie man für einen alten Menschen ein Seniorenheim mit menschenverachtendem Zeug bauen kann, als Sondermülldeponie. Verstehe ich nicht. Holz ist immer das Beste. Immer. Und die Natur hilft immer. Aber du musst dich trauen. Vielleicht noch eine Geschichte zum Schluss zu dem Thema Trauen. Ich bin also meine Kindheit, wenn ich zurückschaue, ich habe heute Enkelkinder, meine Kindheit ist so verlaufen, dass wenn ich das mit meinen Enkelkindern machen würde, was mit mir getan wurde, dann würde ich ganz schnell das Jugendamt kommen und die wegnehmen. Weil man das heute nicht mehr akzeptiert, dass Kinder so aufwachsen. Ich will das nicht beschönigen. Es war eine ganz andere Zeit, unvergleichbar. Und in der Zeit, beim Nachbarn haben sie noch nicht einmal einen Traktor gehabt, da haben sie mit den Pferden gearbeitet. Und ich war immer, seltsamerweise, das gibt's, ich war als Kind viel lieber wie Moped fahren, bin ich bei den Ross gewesen. Die Pferde haben aber, es war immer ich habe auch noch Pferde in meiner kleinen Landwirtschaft, zwar, und neben die Mutterschafe. Und ich war halt immer bei den Ross. Und da habe ich mal beobachtet, als kleiner Bub, wie die Pferde, da gibt es ja auch welche, die mögen sich und dann welche, die mögen sich gar nicht. Dann kommen offene Rechnungen, dann hat einer mit der anderen, das gibt es alles. Und da haben sie zwar nicht mögen und die haben irgendwas offen gehabt und plötzlich hat eine die Gelegenheit gehabt, ist nahe genug gewesen, hat ausgezogen und der anderen Sturten da richtig auf die Schulter hergeschlagen und Eisen drauf, weil es bei der Arbeit waren. Und da ist ein ganzer Fleischfetzen runtergehängt. Eine gefährliche Situation, wenn der Ross eine Sepsis kriegt, ist so ein Tier ganz schnell kaputt. Damals hat niemand einen Tierarzt geholt.
Stattdessen ist die Großmutter in den Stall gegangen und hat die selbst gerührte Harzsalbe vom Baumharz, was da rauskommt, haben sie Salben gemacht, geholt und aufgeschmiert. Und das Ross ist tadellos verheilt. Das war eine Selbstverständlichkeit. Wenn mir was passiert ist, wenn ich mich verletzt habe, hat man bei mir dasselbe gemacht. Ich will gar nicht zurückdenken, wie schmutzig das Gefäß war, wo sie das rausgeholt haben. Von Hygiene keine Spur. Ich will auch nicht Ihnen erklären, dass Sie es so machen sollen. Gar nicht. Ich will nur erzählen, wie das war. Und dann, wie ich schon mit dem Opa zusammengearbeitet habe, war dieser Tag, wo er schon weit über 80 Jahre alt ausgerutscht ist und mit der Hand in die Abrichthobelmaschine rein ist. Und sie aber nicht normal sind die Finger weg, in dem Fall ist er so mit dem Daumenballen drüber und hat sich den ganzen Daumenballen da weggehobelt. Und mit dieser riesen Wunde ist er in die Küche gekommen und hat zur Oma gesagt, Mutter, jetzt brauche ich ein Pflaster. Und wir wollten ihn sofort ins Krankenhaus liefern, das hat er nicht zugelassen und die Oma hat die Salbe aufgeschmiert. Es war nicht zu verhindern. Und das ist verheilt. Das ist ohne eine Spur von einer Entzündung selbst, ist verheilt. Für mich unglaublich. Ich habe das nicht verwendet. Wenn ich mir weh da habe, dann als Erwachsener, bin in die Apotheken gegangen, habe mir Beta-Isodonna und diese so Dinge geholt und Vitamerfen und habe da die Wunde behandelt. Ganz normal. Als ich Jahre später mein Buch über die Sprache der Bäume, über diese Kommunikation und das, was ich am Anfang erzählt habe, geschrieben habe, das Buch war in Österreich ganz, ganz erfolgreich, dann hat der Verleger unbedingt wollen, dass wir über Gesundheit was machen. Ich habe das verweigert, weil ich gesagt habe, ich bin kein Arzt, da versteige ich mich nicht, das maße ich mir nicht an. Dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich das mit einem ganz tollen Medizinforscher, der seinen Lehrstuhl an der Medizinischen Universität in Graz gehabt hat, dem Professor Max Moser, als Co-Autor das Buch machen konnte. Dann habe ich die Möglichkeit gehabt, dieses Pechsalbenrezept an der Uni in Graz bei den großen Schulmedizinern überprüfen zu lassen. Und habe ihm das Rezept gegeben. Weil meine Frau, die hat das von der Oma gelernt, die hat aber die Salben gekriegt. Und wir haben die daheim gehabt. Aber wie gesagt, ich habe die Salben im Stall bei den Pferden und bei den Schafen verwendet, nicht bei mir. Und habe ihm das Rezept gegeben und habe dazu gesagt, damit er mich nicht verdächtigt. Und sagt, Max, ich nehme es eh nicht. Aber es ist trotzdem erstaunlich, warum ist da nie was passiert? Bei Nullhygiene. Hat der das analysiert und angeschaut und kommt beim nächsten Treffen und sagt, Erwin, diese Salbe ist was Unglaubliches. Das Harz der Nadelbäume ist in einem höheren Maße, horchen Sie gut zu, Bakterien, Viren und Pilzsporen abtötend wie jedes Medikament, das uns aus der Pharmaindustrie zur Verfügung gestellt wird. Sag ich, was? Sag ich, Max, du bist ja nicht der Wurzelsepp. Du bist ja einer der obersten Medizinforscher, die wir haben. Sag ich, das ist so. Sag, und ich sage dir noch was. Die Zellstruktur des Baumes ist unseren Zellen unglaublich ähnlich. Beispiel Chlorophyll. Und der Baum wird deshalb so alt, weil er diese geniale Abwehrsysteme in seinem Inneren produziert. Der Baum schafft sich eine Zelle, die grundsätzlich gleich angelegt ist, Jahrtausende funktionsfähig und vital zu halten. Stellt euch vor. Stellt euch vor, was da für eine Kostbarkeit drinnen liegt. Ja, sage ich, Max, wenn das so ist, warum hat nicht jeder Arzt das in seiner Praxis? Dann hat er gelacht, sagt er, pass auf, das kann man nicht, erstens kann man synthetisch nicht nachbauen zu vertretbaren Preisen, weil das so komplex ist. Deswegen funktioniert es ja so. Und zweitens ist es kein Geschäftsmodell. Da sage ich, Moment einmal. Ich habe ein Sägewerk. Wir schneiden ja das Mondholz, damit wir auch wissen, dass es Mondholz ist für unsere Häuser selber. Da fließt das Harz aus den Bäumen, da gibt es welche, die kommt gar nichts aus, und andere ganz viel. Wenn ich einen Eimer in die Runde gehe, wenn ich 2 Stunden unterwegs bin, habe ich einen ganzen Eimer. Ich sammle mit Harz und mache es wie der Druide, der Miraculix, und mache einen Zaubertrank und die Salben. Und dann kann das jeder, wenn ich einen Vortrag habe, kann jeder das Deckel haben. Dann sage ich, du wirst das lassen. Ich gebe dir einen Rat, du bleibst bei deinen Häusern und versuchst nicht, Heilmittel in Verkehr zu setzen. Das wirst du nicht antun.
Diesen Rat habe ich verstanden und beherzigt. Dann habe ich gesagt, Max, was tun wir dann? Dann sagt er, machst du so, wie du mir erzählt hast von deinem Buch mit dem japanischen Mönch. Wissen darf man weitergeben. Schreib das Rezept doch in dein Buch. In unser Buch, unser gemeinsames Buch, was wir damals geschrieben haben. Die sanfte Medizin der Bäume, das große Grüne. Sag ich, das ist eine gute Idee. Das schreibe ich eine und ich schreibe eine, wie man es hart sammelt und wie man das macht. Ja, sagt er, und ich schreibe dazu, ich erkläre dir, wofür das überall hilft und was man machen kann und überhaupt, was man mit solchen Dingen seinem Körper Gutes tun kann. Ja, sag ich, das mache ich. Das haben wir getan. Und da ist es ähnlich zugegangen wie beim Buch vom Opa. Da ist es zugegangen, meine Damen und Herren. Ich habe einen Ordner mit Zuschriften, das habe ich sortiert, Zuschriften nur von Ärzten. Eine HNO-Ärztin aus München hat mir berichtet, sie hat das erste Mal, eine ältere Dame, das erste Mal kann sie einen ganz seltenen Ohrenpilz erfolgreich behandeln und entfernen. Hat es bisher nicht können. Ein Chirurg von einem großen Krankenhaus hat uns berichtet, gesagt, er operiert jeden Tag und begleitet die Patienten, bis sie das Krankenhaus verlassen. Und mehr als 90% seiner Patienten haben einen zufriedenstellenden Operationswundheilungsverlauf. Und bei knapp 10% haben sie mehr oder weniger große Probleme. Stichwort krankenhausresistente Keime. Und da sage ich Ihnen eins, das Personal in den Krankenhäusern, die leisten Übermenschliches. Das, was die an Qualitätssicherung machen, das ist in den allermeisten Fällen hervorragend. Das muss man wirklich sagen. Und trotzdem kriegen sie das nicht im Griff. Trotzdem kriegen sie es nicht im Griff. Und dann sagt der Chirurg, seit ich Ihre Salbe, die Sie da veröffentlicht haben, ausprobiere, können wir die fast alle heilen. Alte Wunden in der Altenpflege, die so aufgelegen sind, nicht zu heilen, keine Ruhe geben. Unvorstellbar, was Harze da für Wirkung haben. Und es gibt praktisch keine Nebenwirkungen. Ganz, ganz selten gibt es Leute, die auf Harz allergisch reagieren. Die können es nicht nehmen. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Bruchteil. Jetzt frage ich Sie, warum verwenden wir solche Beispiele? Warum lassen wir das nicht in unser Leben ein? Die Zeit ist zu knapp. Es geht nicht darum, dass wir, so wie wir es gewohnt waren, immer zwei Welten schaffen nach dem Motto Teile und Herrsche. Es geht nicht, dass wir sagen, da ist die Naturheilkunde, da die Schulmedizin. Es geht nicht, dass wir sagen, da sind die verrückten Biobauern und da ist die konventionelle Landwirtschaft, die leider nicht kann, als wir das ganze Artensterben auslösen. Es geht nicht, dass wir sagen, da gibt es die nachhaltigen Unternehmer, die Braven und da sind die Bösen. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Erfolgreich ist der, der so brüderlich agiert, wie es der Wald macht. Das können Sie mir glauben. Sonst niemand. Und noch etwas ganz Wichtiges. Bitte, das ist so wichtig, das lernt man im Wald draußen. Lassen Sie sich niemals erklären, dass wir Mangel haben. Die Welt ist kein Ort des Mangels. Es gibt nicht zu wenig auf der Welt. Es gibt nicht zu wenig zum Essen. Es gibt nicht zu wenig Rohstoffe. Es gibt nicht zu wenig Holz. Es gibt nicht zu wenig. Die Natur arbeitet immer nach dem Prinzip der Fülle. Habt ihr schon mal im Frühjahr einen Obstbaum gesehen, einen Zwetschgenbaum oder einen Kirschbaum, der sagt, für meine Fortpflanzung genügen heuer 5 Kirschen, also zwicke ich da hinten den Hintern zusammen und lass genau 5 Blüten blühen, das reicht doch. Nein! Der veranstaltet ein Fest für alle. Für alle. Wenn einer sagt, wir haben Energieknappheit, diese Aussage ist an Dummheit nicht zu überbieten. Wir haben ein echtes Problem, mit der Schöpfung umzugehen. Wir haben ein echtes Problem mit Monopole, die geschaffen werden und Abhängigkeiten, die geschaffen werden. Ich war meines Wissens nach der Erste, der in Deutschland eine Fabrik baut. Ich habe in meinem Leben 5 Fabriken gebaut. Und die größte habe ich in Deutschland gebaut, im Schwarzwald, damit wir nicht so weit mit den Häusern von Österreich fahren müssen. Die läuft mit Sonnenstrom, mit der Sonne, die aufs Dach scheint, kann ich da 200 Häuser im Jahr produzieren. Mit der Sonne, die aufs Dach scheint.
Nur von den einen Dach. Die Sonne, die daneben überall auf die vielen Hektar Wiesen scheint, die braucht man nicht. Mir kann keiner erzählen, dass wir Energiemangel haben. Wir haben Verteilungsthemen. Das haben wir. Weil es immer Leute geben, die wollen einen Schalter, den so oder so legen können, und dann sind die anderen, die Kleinen, in meiner Hand. Das Thema haben wir. Und deshalb ist das Bestreben, dass man unabhängig wird, beim Hausbauen unabhängig und energieautark, unabhängig von Rohstoffausräubereien und so Sachen, dass ich es mit regionalem Holz mache, was vor der Haustür wächst. Dass ich unabhängig werde, weil mir beim Blackout keiner die Heizung ausschalten kann. Dass ich unabhängig werde, weil ich lerne, mich selbst gesund zu erhalten, bis ins hohe Alter. Dass ich unabhängig werde, weil ich sage, wenn es ein Fleisch gibt, dann schmeckt es mir, wenn es gut ist, wenn ich weiß, dass das Tier nicht gequält ist. Und sonst kann ich locker monatelang ohne dem auskommen. Und komme mit den Nüssen und mit den Früchten und mit denen aus, was ich mir da anpflanze. Diese Unabhängigkeit, das ist die traumhafteste Grundlage, um in die Fülle zu gehen. Das ist der größte Friedensdienst, den wir der Welt leisten können. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Ich kann euch, danke. Vielen Dank. Ich möchte nur ein Beispiel dazu bringen, weil das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Das Wichtigste ist, meine Damen und Herren, dass wir die Angst verlieren. Die Angst ist aber so ein Mittel, die alles blockiert. Das ist das Wichtigste, wenn man das versteht. Da wird uns tatsächlich erzählt, wir sind zu viele Menschen auf der Welt. Das gibt es Leute, die erzählen das allen Ernstes. Jetzt haben wir schon 8 Milliarden und wenn es so weitergeht, haben wir wirklich nichts mehr zum Beißen und so weiter. Oder sind wir 7 Milliarden? Wenn ich sage, der durchschnittliche Mensch wiegt 70 Kilo, vielleicht bei uns ein bisschen mehr, in Asien ein bisschen weniger, aber sagen wir über die Welt gemessen, der durchschnittliche Mensch wiegt 70 Kilo. Dann gibt es derzeit ungefähr an Lebendgewicht aller Menschen 500 Millionen Tonnen. Weil 7 Milliarden mal 70 Kilo sind 500 Millionen Tonnen, die da herumkrabbeln. Die sind angeblich zu viel. Biologen haben ausgerechnet, wie viel die Termiten und Ameisen wiegen, die herumkrabbeln. Das Reich der Insekten, das entzieht sich ja uns, das unterschätzen wir immer. Das sind 6 bis 7 Mal so viel. Haben Sie schon mal gehört, dass einer gesagt hat, die Termiten und die Ameisen, die Mistviecher, die fressen alles zusammen, jetzt bleibt für uns nichts über? Natürlich nicht. Die Erde trägt das leicht. Und an diesem plakativen Beispiel will ich noch eins sagen. Aber in einem Punkt sind uns die Ameisen überlegen und sind sie weiser wie wir. Die machen keine Wegwerfwirtschaft, die machen Kreislaufwirtschaft. Die lernen, die Dinge so zu konstruieren und designen, dass, wenn sie es nicht mehr brauchen, kannst du der nächste auf gleicher Nutzungshöhe wiederverwenden. Ich habe vor 3 Jahren ein Luxushotel in Meran gebaut, in Südtirol. Und weil das so besonders luxuriös und teuer ist, haben die Innenarchitekten gesagt, da lassen wir diese Oberflächen, die so schön ist, mir ins Herz weh, und gesagt, das können wir nicht lassen, wir müssen das noch eleganter machen. Das wird alles mit Altholz verkleidet. Dann sind wir hergegangen und haben die Heustadel, die der Opa gebaut hat, wo wir einen Krieg haben, zurückgekauft und aufgesägt und damit das Luxushotel verkleidet. Und der Preis für so eine Altholzschalung, das kann man im Handel kaufen, oder alte Balken, der ist ziemlich genau das Doppelte von einer neuen Schalung mit der ersten Qualität. Das heißt, das Material, was die verarbeitet haben, ist heute doppelt so viel wert. Das Material vom Passivhaus, Baujahr 2010 oder vom Haus, Baujahr 1970, ist Sondermüll. Wenn sie das wegreißen, müssen sie einen Haufen zahlen. Ich frage Sie, wer hat enkelkindertauglicher und zukunftsfähiger gebaut? Am Montag haben wir so einen Abend gehabt, da in der Eifel. Und nach dem Vortrag ist ein Architekt aufgestanden, hat sich vorgestellt, hat gesagt, er ist Architekt, er ist inzwischen pensioniert und er möchte dazu nur eines sagen.
In der Zeit des Jugendstils und in der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg hat man ein Haus aus 15 Baustoffen gebaut und heute sind es über 1000. Und aus diesem Grund ist seine Zunft, die der Architekten, gar nicht mehr in der Lage, über Materialität nachzudenken. Und die haben das an die Industrie abgegeben und begnügen sich heute einzig und allein damit, ein hübsches Design außen zu schaffen. Statt dass sie das als Ganzes betrachten. Und das ist genau das, was ich sage, was ich meine mit Schulterschluss mit der Natur. Wir müssen wieder zum Kern des Lebens. Und zum Schluss sage ich noch eins, das ist bei Gott keine traurige Aufgabe. Das ist das fröhlichste, lustigste und zuversichtlichste und schönste, was wir machen können. Dem Leben dienen und das anpacken in jeder Ebene. In jeder Ebene. Gehen wir raus, schauen wir an, was wir morgen essen. Schauen wir unser Bildungssystem an. Schauen wir das Bekleidung an. Schauen wir alles an. Und handeln wir nach dem Prinzip, dass wir sagen, wir gehören jetzt zu denen, die das Leben unterstützen. Danke. Alles Gute. Dankeschön.